sieht man mich wieder nicht, oder was? Ah, jetzt. Also. Ah, okay, alles klar. Grüezi wohl, in dem Fall. Wir fangen nochmal von vorne an, jawohl. Keine Panik, ich zeige euch warum. Ich habe das Game jetzt endlich begriffen. Es hat eine Weile gedauert. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Ein epischer Name muss her. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if Blöde it's Frage, exactly kannst what du you're looking unten noch for, den Text but lesen? there are some Amix? ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped, or injured, or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Also. Darf ich mal zuerst ein paar Fragen stellen? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't Karen. always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Warum ich das lustig finde, kommt später. Keine Panik, also gleich. Ich kann es eben nicht grösser machen. Also gut. Damit dass ihr ein bisschen mehr mit der Geschichte nachkommt, tue ich amigs das Gespräch, nachdem dass sie fertig sind, so gut ich kann wiederholen. Ne? Und tue auch das, was ich hier eingebe, vorlesen, damit dass ihr überhaupt mitbekommt, um was es geht. Weil es ist faszinierend, wer sich das auch immer ausgedacht hat. Ist es absolut fucking Genie. Ihr seht jetzt gerade warum. Also, sie möchte, dass wir in eine Höhle gehen, den Al suchen, den sie vermisst. Sie heisst Karen. Sie hat uns vorhin gerade gesagt, dass ihr Leben eigentlich nur daran besteht, mit Paddeln durchs Leben durchzukommen, um andere zu kutschieren. Sehr eine komische Aussage. Jetzt hat sie noch gesagt,
Das hätte ihr vielleicht sogar selber können lesen mittlerweile dort unten, ne? Eben, ja, ist nur die Vorstellung. Ich danke dir dafür, dass du das Leben gerettet hast, Karen. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Sie hat sich nur bedankt und fragt, ob ich sonst noch etwas fragen will. Wer ist der Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Sie hat ihn kurz bevor sie uns hierher gebracht und hat gemeint, er sei eventuell ein Bekannter von uns, was anscheinend nicht der Fall sei. Und wie dem auch sei, sie sei sich sicher, dass ich ihn würde gerne haben. Ich muss ihn aber zuerst finden. Wo sind wir? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Das hat er ziemlich sicher selber verstanden. Sie hat mich gefragt, ob ich mich wirklich nicht erinnere. Wir sind in Italien, am Fluss Tiber. Wir gehen weiter, das ist alles. Wir wollen von ihr nichts mehr wissen. Great. So you're ready to go look for Al? Jawohl, ja. Ich mache, ja. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Eine fette batteriebetriebene Taschenlampe, ne? Sehr mysteriös das Ganze, ne? Übrigens hat sie noch unser Kleingeld erwähnt, das ist sehr ein wichtiges Detail, ihr werdet gleich checken, warum. Miau, 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 miau. Kleine Mini-Mi, miau, 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 miau. Was sprätsch? Ein Rucksack. Ein Rucksack mit abgetragener Wanderkleidung und leeren Essenspaket. Nichts Wertvolles dabei, aber trotzdem scheint es seltsam, dass der Al nicht zurückgelassen hat. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Wenn Sie das lesen, bedeutet das, dass ich den Eingang zu einer antiken römischen Stadt entdeckt habe, die tief unter der Erde liegt. Ihre Existenz ist längst vergessen, alles Wissen über sie verloren, außer in der italienischen Inschrift hier. Sie lautet: Ihr, die ihr die Stadt betreten wollt, tretet hervor und lasst euch richten. Die Tugendhaften sollen mit dem ewigen Leben im Paradies belohnt werden. Die Bösen sollen mit Gold überschüttet werden, aber vergeblich, denn dies wird die letzte Ruhestätte sein. Könnte eine könnte eine unterirdische Stadt die ganze Zeit über ein Geheimnis
geblieben sein. Hätten die Menschen dort unten überleben können, trotz aller Widrigkeiten? Es scheint, als gäbe es nur einen Weg, das herauszufinden. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin, bin ich irgendwo auf der anderen Seite. Betrachten Sie das als Einladung oder als Warnung? Al. Finde den geheimen Eingang zur Stadt. Ne? Dann haben wir hier wieder unsere geliebten Statuen. Ne? Wenn ich nicht schaue. Wer seid ihr? Fragen sie. Ne? Selbstverständlich schauen die mir nach. Ne? Wie immer. Ist so creepy, aber ist so geil. Warum das so ist, werdet ihr gleich erschreckend feststellen. Oh mein Gott, bin ich verklüpft. Die Story hat mich gerade so gepackt. Oh mein Gott. Ich verstehe jetzt das Game auch. Warum dass man loopt und so weiter. Was die goldigen Regeln sind, weiss ich langsam. Eben doch kommen wir vom Badehaus, alles klar. Komischerweise, ihr seht, das ist die Stadt, ihr kennt sie, wir sind hier schon drin rumgelaufen. Dort geht es zum Magistrat, dort oben ist der Tempel. Ne? Es ist die Stadt, aber komplett zerfallen und die goldigen Statuen. Ne? Die goldige Regel ist gebrochen worden. Ne? Und deshalb sind hier überall die Statuen. Alles ist verfallen. Man sieht, das ist tausende Jahre her. Ne? Tja. Elo di lo Whoever reads rätseln. this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, she'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options: death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right, and I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now, and find out what awaits you beyond that portal. Das ist eine Warnung von Mel. Er hat gerade erklärt, dass es immer und immer und immer und immer wieder probiert hat, bis er das gemacht hat. Das ist der L. Und witzigerweise ist er auch zu Gold geworden. Ne? Obwohl er jetzt erst in dieser Zeit theoretisch gekommen ist. Was er gemeint hat mit immer und immer wieder, ist schon klar. Wir sind auch schon im Game gewesen, ne? Wir haben auch schon angefangen zu lupen und haben uns gefragt, was abgeht. Ne? Sonst nicht viel flüstert sie im Moment. Es sind sehr kryptisch, die Botschaften, das habe ich jetzt auch gecheckt. So nah. Also gehen wir. Jetzt check ich auch alles. Jetzt müsst ihr das mal reinziehen, das Game, ich sage es.
Also, wir sind jetzt zum ersten Mal hier. Ne? Das heisst, ich kann ihm leider im Moment, stimmt, nicht die Aufgaben weitergeben, die wir... Ja. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Er fragt nachher, wer wir sind und woher wir kommen. Ne? Moment mal, du redest Englisch? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Ich habe ihn gefragt, warum er Englisch redet, und er hat gerade als Antwort gegeben, was ich rede Englisch, ich rede Latinisch. Du wolltest mich eigentlich verarschen. Ich sehe, was du probierst. Du musst das Thema wechseln, nicht den Versuch. Aber erlaub mir die Frage zu wiederholen. Wer bist du und was machst du in diesem Schrein? Prosperina-Schrein? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime. You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Und Who are jetzt? you and what were you doing in that shrine? Er bleibt hartnäckig und wir sagen ihm jetzt die Wahrheit. Und zwar, ich bin der Leonidas und ich habe mich verlaufen. Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here. You seem very lost, and in more ways than one. So, let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Er hat jetzt gerade gesagt, los, normalerweise sind die Leute immer ein bisschen verwirrt, wenn sie hier ankommen, aber du bist ganz speziell verwirrt. Deshalb lassen wir es dir ganz einfach erklären. Richte dich nach unseren Gesetzen, dann kommen wir alle gut miteinander aus. Eure Gesetze? Not laws, law. There's just one, the golden rule. And the punishment for breaking it's... well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, are you coming? Also, Gang voraus. Follow me. When I Er hat gerade gesagt, dass wir die Neuankömmlinge immer zum Magistrat muss bringen. first Also, arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. er hat gerade gesagt, es sei zwar schräg gewesen für ihn, als er selber hier angekommen war, aber mittlerweile haben sich an die ganze Community hier ziemlich gewöhnt. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Es geht ja noch um die Wahl von dem Magistrat. Sie haben jetzt eben gerade darüber diskutiert, dass das ein Loser sei und so. Dabei weiss... Sie fragt wieder, wer wir sind. Politics. I'd stay clear of it. Er ist nicht wirklich Her, begeistert if I were von you. Politik. She's... Ich soll ihr auch nicht zu nahe kommen, sie sind nicht ganz sauber im Kopf. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. Seine Farm dort zur As long as all you Rechten. want is leek, cabbage and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Sie hat gesagt, alles was flussabwärts kommt, ist nur Fleisch und Knochen. Oh, you know, I don't know what happened to her. Up here on your Wir right sollen is sie the nicht weiter chasm. beachten, sie If sind you've nicht got a richtig weapon, im Kopf. it Und zwar belongs wirklich way nicht down at the richtig im bottom. Kopf. Up on your left is the forum, where you can visit the market Er or gibt get uns ein yourself paar patched up in Wegbeschreibungen, Lucretius ist nicht Clinic wirklich in the Shrine wichtig. of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since.
And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live. So don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Hat ihn gerade verdammt zusammengeschissen, er soll nicht den Dreck in den Palast reinbringen, der verdammt Bauer hier. Ja. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Ich glaube, das hat er relativ gut verstanden, also bring mich dorthin. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. Er erklärt uns jetzt die When I was goldige serving in the Regel. Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be Das hat nicht mit der executed goldigen by the Regel other zu tun, 9. der. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Die goldige Regel, Ugh, this place has become a thoroughfare. wenn ich jemanden töte zum Beispiel, oder jemand anderes jemanden tötet, warum muss ich da bin? Das geht dir nicht an. Das ist schon mal ganz klar ein Verstoß gegen die goldene Regel. Dann werden die Statuen ein bisschen aktiver. Schauen wir mal, was er meint. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich bin Leonidas. Warum? A curious name. To match a curious accent. But I Hack nicht digress. gern auf meinem I Akzent see you um. have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Wie ihr merkt, ist er anscheinend auch nicht von dieser Zeit. Ne? Er hat gerade erklärt, wie schräg das es sei, dass er der Magistrat geworden ist und er gehütet das Geheimnis, halt auch die goldige Regel. Es ist eine geheime Stadt, die vor vielen 100 Jahren tief in die Berge gebaut worden ist. Das sehe ich, sie ist wunderschön. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 7 Monate. 22 complete strangers 22 Freunde vom Schicksal zusammengeführt, leben und arbeiten gemeinsam unser eigenes kleines Paradies. Und in all dieser Zeit ist keine einzige Sünde begangen worden, kein Streit, kein Diebstahl, nichts. Hast du jemals so etwas Außergewöhnliches wie eine Stadt ohne Sünde gesehen? Das kann ich nicht behaupten, nein. Das könnte ich auch nicht, bis ich hierher gekommen bin. Aber der Grund für das Wunder ist einfach wie erschreckend. Wenn nur eine Person eine Sünde begeht, wird jeder einzelne von uns sterben. Schau, die Erbauer von diesem Ort, wer auch immer sie waren, hinterlassen Inschriften mit der Warnung, die vielen werden für die Sünden vom einen gerichtet. Soweit wir wissen, erzeugt der Verstoß gegen das Gesetz die Götter. Und die furchtbare Strafe zu provozieren, wie die verdienten Flüche von Medusa und Midas kombiniert, werden uns alle in Gott verwandeln. Wir nennen es die goldige Regel.
Es ist außergewöhnlich, dass wir so lange überleben haben können. Jeden Tag wächst meine Angst, dass unsere Zeit in der Sonne fast vorüber ist. Und jetzt scheint es, als wäre der Tag gekommen. Alles, was zählt, ist, dass jemand in dieser Stadt dabei ist, die goldige Regel zu brechen. Warum sollte Presponia eine Idee schicken? Und wenn diese Person nicht aufhalten, ist unser Untergang gewiss. Ich weiss nicht, das ist ganz schön viel auf einmal und du siehst aus, als hättest du Fragen. Also frag. Was zählt hier als Sünde? Das ist eine sehr intelligente Frage. Im Laufe unserer ersten paar Wochen haben wir hier zu regen Gesprächen geführt. Sind damit Verbrechen oder andere schlecht definierte Verfehlungen zählt? Die Leute kennen natürlich Grundlagen. Kein Diebstahl, keine Tätlichkeit und erst kein Recht, kein Mord. Aber was ist mit zum Beispiel Lügen, jemanden beleidigen, Gotteslästerung, Hausfriedensbruch, Fluchtversuch, Bestechung, Untreue, Selbstmord? Als Magistrat muss ich die Leute die Leitung ergreifen und so habe ich die Entscheidung getroffen, wir müssen das Gesetz Kaiserreich auf einen Standard haben, den es noch nie gegeben hat. Und wir müssen den Frieden der Götter ehren, das heilige Abkommen zwischen den Göttern und den Menschen in Rom. Wir können nur gedeihen, indem wir die Götter mit dem angemessenen Respekt bauen, so wie es jetzt seit Jahrhunderten in Tradition ist in Rom. Das leuchtet mir ein. Das Wichtigste, die wichtigsten Dinge, an die man sich erinnern, sind das Gesetz, die Hochverrat, Gotteslästerung, Verbieten, Mord, Körperverletzung, Vergewaltigung und so weiter sofort tödlich enden kann. Leider gibt es immer noch Leute, die sich widersetzen und im Schatten flüstern, blasphemische und verräterische Lügen verbreiten. An dieser Stelle würde ich sie genau im Auge behalten. Prosperina hat dich geschickt. Was soll das heißen? Naja, weisst du, auf der Suche nach dem Weg, mein Volk zu retten, habe ich davor erfahren, ein altes Ritual zu Ehren von Prosperia, der Göttin des Zyklus des Lebens und der Erneuerung. Es wird gesagt, dass ein Tor in die Zeit geöffnet werden kann, so dass, wenn das Undankbare passiert, dass eine Person hindurchgehen und die Vergangenheit reisen kann. Und als ich euch in diesem Lichtblitz aus dem Schrein der Göttin gesehen habe, habe ich gewusst, dass du die Person bist. Ich gehöre nicht, du gehörst nicht in unsere Zeit, oder? Du hast recht, ich komme aus 2000 Jahren in der Zukunft. 2000 years? Das ist ziemlich unfassbar. Please, tell me, in your time. Verrat mir bitte, was hast du in eurer Zeit gesehen? Was wird aus uns? Was wird aus dieser Stadt? Of this city. Die sind alle in Goldstatuen verwandelt worden. Ich habe mir unseren Untergang tausende Male vorgestellt, aber es bricht mir trotzdem das Herz, die Wahrheit darüber zu hören. Wie funktioniert das Ritual? Alles, was ich dir sagen kann, dass es ein rituelles Opfer an Prospertina ist. Ich bin über eine Anleitung gestolpert. Ich muss ein Gebet sprechen und es ist, wie bei allen anderen Ritualen, natürlich Opfergabe nötig. Meistens Wein oder Nahrung oder lebendige Tiere. In diesem Fall ist das Opfer ein bisschen wertvoller. Das Leben von der Person, die das Ritual durchführt. Ich habe nicht zufällig irgendwelche Zeichen von mir in der Zukunft gesehen. Also ich, meine ich. Du hast nicht irgendwelche Zeichen von mir in der Zukunft gesehen. Ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen, doch. Ich nehme an, das bin ich gewesen. Wenn ich gezwungen bin, das Ritual durchzuführen, wird es mir alles kosten.
Du wirst versuchen dafür zu sorgen, dass es nicht benutzen muss, oder? Ich werde mein Bestes geben. Well, I suppose that's Nein, ich all nehme I an, can das ist ask. alles, was ich dich darum bitten kann. Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a Hast du problem jemals for so long ein that you Problem can't so see lange it for what it angeschaut, is? dass es letztlich überhaupt What's keinen needed Sinn mehr here gegeben is a hat? fresh pair of Was hier eyes. gebraucht wird, ist The ein frisches less Paar I Augen. prejudice the Je weniger independence of your investigation, ich die unabhängig betrachte, desto besser. Okay. Ich gehe. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the Ja, ich code? helfe dir herauszufinden, wer die goldige Regel brechen will. Jawohl, ja. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as Macht you uns have zu a seinem seinem name, Privat come back effektiv. and Wir tell dürfen me jedes immediately. Haus, wir dürfen jedes Dokument durchsuchen. Und wir sollen auch mit der Community so dick werden, dass wir halt einfach an Informationen kommen. Okay, voran. Oh, and one last thing. Ah, und noch eine kleine If I Sache. were you, Wenn I'd ich start my an deiner Stelle investigation wäre, by würde visiting ich meine Lucretia Ermittlungen at the anfangen shrine of Apollo mit der in the Luceritia im Forum. I Schrein heard von... Ja, ist raining klar, from ja. there not long ago. Seems like something's not right. Okay, er hat von dem Schrein ein Heulen gehört. Scheint, als würde dort etwas nicht stimmen. Ich kümmere mich umgehend darum. Ist ein bisschen schwierig, so schnell lesen und übersetzen ins Schweizerdeutsch gleichzeitig. Tut mir leid, ne? Manchmal mache ich auch nicht gerade nach. Mach es so gut, wie es möglich ist. Whatever are you wearing? Sie hat uns ausgelacht wegen unserer Kleidung. Oh, I wish Horatius Ich would wünschte, stop letting Horatius würde barbarians in aufhören, here. Barbaren hier What do you reinzulassen. Was want? willst du? Fick dich. I trust you can see yourself out. Eingebildete dumme Schlampe. Ist doch wohl. Also, unsere erste Aufgabe ist ganz klar. Ne? Wir schauen schnell nach. Letzter Atemzug. Finde heraus, was Lutz... Was? Lutzri... Ich kann das nicht aussprechen. Gehen wir schauen, was die Fotze will. Ganz einfach. Hey Horatius, how's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? Are they? Warte, jetzt muss ich schnell überlegen. Die ist schon jetzt am Sterben wegen dem Schierling. Genau. Wir müssen leider schnell etwas durchgeben. Ne? Wir müssen leider schnell... Sie will uns zeigen, wo wir durch sollen. Nein, machen wir nicht. Wir wollen das schnell klauen. Und müssen säckeln. The many shall suffer for the sins of Wir haben gestohlen und jetzt sterben halt alle, in Gottes Namen. Oh, oh. In Gottes Namen, ich muss den Gegenstand haben. Nein, er ist noch nicht da. Komm da hin. Schnell. Mach! Mach schon! Danke! Und wir setzen die Zeit zurück an Anfang.
Salve, friend. Kommt doch I'm bekannt vor, Galerius. ne? Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Leonidas, wir haben die Unterhaltung bereits geführt. I don't Ich glaube so. nicht, ich habe dich noch nie in meinem Never Leben seen you before in my gesehen. Du bist Galerius, du wirst mir jetzt gerade anbieten, mit zum Sentius zu bringen, damit dass mir über die goldene Regel erzählen kann. Ist das ungefähr korrekt? Oh mein Gott, wie viel habe ich in der letzten Nacht getrunken? Ja, sorry, dass ich dich belästigt habe. Kein Problem, ich muss gehen. Oh, and since you seem to be in a hurry, Und wenn du you schon should so try eilig this device hast, I made. du sollst das Worked Gerät really hard on it. ausprobieren, das ich gebaut habe. Der Seilrutschenlenker, das könnt ihr ja denken, von was es ist. Just attach the pulley to the rope over the lake. Er erklärt and hang schnell, onto wie the es geht, handles. einfach anhängen, If it kann das works, Seil it'll be rutschen. faster than walking. Ne? And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test myself. Don't worry, it's completely safe. Probably. Ja, ist klar gewesen. Er hat gemeint, danke, ich gehe Alright. jetzt. See you Er hat around. gemeint, im Fall, wenn es nicht klappt, würde ich höchstens im See landen unten oder im Wasser oder so. Er hat immer darauf geschaut, dass man weich landen kann. Wir überprüfen die Aussage mal. Kollege, ich sehe hier definitiv nur Stein unter dem Seil. Salve. Selbstverständlich kann ich jetzt wissen von meinem Run bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Ich bin relativ vorwärts gekommen plötzlich, als ich das Prinzip endlich gecheckt habe, dass ich darf die Zeit zurücksetzen, wenn ich muss. Ne? So wie vorhin jetzt gerade, ne? Das war Absicht gewesen, logischerweise. What are you doing in here? Was machst du Can't innen? you see Siehst this nicht, dass woman die is Frau dying? stirbt? Sie She's ist been vergiftet poisoned. worden. She needs the resin of a Sie plant called braucht Silphium. Pflanzen, But that Siliphium. Kulas Kubulates Aber der hure Odysseus Wichser, won't give it Odysseus, to me. will es mir nicht geben. Ich habe das Zeug schon. Da, nimm. What? Quick, Was? give it Gib here. das da Ding da Julia, her. Julia, Du musst das you need schlucken, to so schnell wie swallow this. möglich. Here, let me help you. Lass mir dir helfen, ja. Hopefully in a moment she should Sie be kann able to hoffentlich breathe gleich wieder normally. normal That was atmen. extraordinary. Das ist How did you know außergewöhnlich she gewesen. needed Woher this hast du exact gewusst, dass sie thing genau and das at this braucht in exact dem Moment? moment? Bist Are du you eine some Art kind of Orakel oder oracle? so? Ehrlich gesagt würdest du mir gar nicht glauben, wenn ich das würde sagen. Ah, look. Lass If you jetzt, don't want wenn to du es tell nicht me, willst I sagen, won't look a gift horse in the mouth. ich werde an einem geschenkten matter. Ross nicht ins That was Maul like the schauen. gods hearing my Aber das prayers hat and irgendwie intervening. so ein Gefühl, dass Herr Götter You just saved zugelassen a und dich person's geschickt. life, and you should Du be hast proud gerade of einfach ein yourself. Leben gerettet. Du sollst She might stolz auf even dich be able sein. to thank you herself in Sie a kann few vielleicht moments. gleich selber Merci And sagen. maybe she can tell Und us who vielleicht kann sie poisoned uns her auch sagen, and wer what sie she meant vergiftet when she hat. was muttering about that snake's cruel black Die eyes. grausam In the schwarzen meantime, Augen dieser I'm Schlange. happy to help you with Ja. whatever it is you need. Ja, das hat sie immer wieder gestammelt, die Kranke dort. Und in der Zwischenzeit will sie uns jetzt helfen, das finde ich tipptopp. Warte schnell. Ich muss schnell überlegen, ob ich dich das schon da fragen. Nein, ich komme gerade wieder. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Ja, ja, der Apollo. Aha. Ja, ja, schon gut. Also, jetzt muss ich schnell studieren wieder. Warte schnell. Ja. Sie ist nicht mehr da. Wo ist jetzt die an? Oh, stimmt, die muss ja wieder zum Magistrat. Ja, ja, keine Angst. Ich habe nur mal von einmal gestohlen und die sind alle gestorben, kein Stress. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich bin Leonidas und wir haben die Unterhaltung schon bereits geführt.
Haben wir? Moment. Wenn ich das richtig verstehe, bist du dabei, die goldige Regel zu brechen und zwingt mich, ein Portal in die Zeit zu schaffen, um dich wieder hierhin zu bringen. Ich muss dich beauftragt haben, herauszufinden, wer der Täter ist. Das hier ist nicht dumm. Wir haben anscheinend versagt und du hast von noch vorne müssen anfangen. Ist das ungefähr richtig? Wenn ja, was ist passiert? Ich habe sie gebrochen. Du hast sie gebrochen? Warum in Plutos Namen hast du das gemacht? Ich habe versucht, jemandem das Leben zu retten. Ja, okay, dann hast du ziemlich spektakulär versagt. Es ist zwar bedauerlich, aber jetzt zählt nur noch, dass du das nutzt, was du gelernt und gesammelt hast und es beim nächsten Mal besser machst. Ich nehme an, du hast mich aus einem Grund aufgesucht. Nein. Thank you. I'll be waiting here for news. Checken langsam das Spielprinzip. Absolut genial im Fall. Wir werden zwischendurch in der Zeit müssen gumpen. Whatever are you wearing? Und die Leute erinnern sich natürlich jedes Mal nicht mehr an uns. Ne? Wir sind zum ersten Mal jetzt wieder hier für alle. Ne? Best behavior, I trust. Da ist sie. Ja, ich kann dich hören. Ein neues Gesicht, Ave. Möge Vesta über dich wachen. Ich bin Equitila oder irgend so etwas. Welchen glücklichen Umstand verdanke ich deinem Besuch? Was ist die Geschichte? Oh mein Gott, dort wo du herkommst, sind die Leute wohl ziemlich direkt. Das ist irgendwie schon recht charmant. Normalerweise würde ich doch nicht jedem dahin laufen, irgendjemandem ohne Formalität oder Höflichkeit fragen, was ist deine Geschichte? Tut mir leid, was hätte ich sonst machen sollen? Die richtige Vorgehensweise wäre, eine Vorstellung durch den gemeinsamen Bekannten in einem hohen Amt zu arrangieren, so dass ich nachher... das geht sehr schnell. Ich mag locker lesen, aber ich mag nicht nachher mit übersetzen zum Teil. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Sie findet es auf jeden Fall ziemlich erfrischend, dass ich mal einfach so direkt anquatschen und fragen, was los ist. Wie bist du hierher gekommen? You know, I'm not entirely sure. Naja, ich bin mir nicht sicher. What about you? Aber was ist mit dir? Wie bist du hier gelandet? Naja, eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos auf einen Fluss gezogen und mich hierher geschickt. Karen, you say? Karen, sagst And nothing about that name und seemed an diesem Namen odd kommt to you. nichts komisch vor. Es ist ein älterer Name dort, wo ich herkomme, aber nicht ungewöhnlich. Älter? Ich verstehe. Ich frage mich, ob... Nein. Was hast du sagen? Entschuldige bitte. Ich wollte nicht rätselhaft reden. Du hast mir nur ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Hast du mit irgendjemand anderem darüber geredet, wie sie hierher gekommen sind? Ich glaube, das solltest du nämlich. Frag sie mal, woran sie sich noch erinnern. Vielleicht findest du irgendein Muster. Okay, mache das. Good. Thank you. But please be careful. Ich will einfach nicht, dass euch selber passiert wie der Livia. Was ist mit der Livia passiert? Bis vor ein paar Wochen ist sie ein perfekt produktives Mitglied von unserer kleinen Gesellschaft, hat Kleidung gepflegt und Haar geschnitten. Sie ist stets so gesprächig, sie ist immer an Neuankömmlinge gerannt, um sie zu fragen, woher sie kommen und wie sie hier gelandet sind. Und vor ungefähr einem Monat hat sie sich ganz plötzlich verändert. Sie hat sich zurückgezogen, hat aufgehört zu arbeiten, auf einmal war so niedergeschlagen gewesen. Sie hat angefangen vor sich herzumurmeln. Galerius
but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, okay, alles klar, ich and kann es auch so. it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Also, ich erkläre euch das schnell, ich bin vorsichtig. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth and come back to me if you discover any patterns. Und zwar, ich schaue, was ich machen kann. Adieu. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbours. Und zwar hat sie uns jetzt gerade Folgendes erzählt. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, das nehme ich an. Und zwar, ich gehe zuerst zu diesem Moment. Die Frau, die ich jetzt besuche, ist genauso 7 Monate lang da unten gewesen, wie die alle anderen auch. Anscheinend läuft das hier erst seit 7 Monaten. Die haben nur übernommen, was sie hier gefunden haben. Ne? Und über die goldigen Regeln sind sie mehr oder weniger über die Statue und über die Inschriften gekommen. Ne? Die Frau, die wir jetzt besuchen, hat regelmässig neue Ankömmlinge gefragt, wie sie hierher gekommen sind und hat ein Muster entdecken. Sie hat dann plötzlich den Leuten gesagt, irgendetwas stimmt nicht mit diesen goldigen Statuen. Sie hören ein Flüstern, sie schauen ihr ständig nach und sie verstehen das nicht. Die Leute haben sie natürlich für verrückt gehalten und was aus ihren Worten ist, gehen wir jetzt schauen. Nichts stehlen, niemanden verletzen, nicht. Wer immer dies schrieb, hatte offensichtlich keine Chance, es fertigzustellen. Da ist die besagte Madame. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Ja, sie will nichts von uns wissen, okay. Im Moment hat sie gerade keinen Bock. Sie braucht unsere Hilfe. So. Wir kennen beim Flüstern interessanterweise, ob das eine männliche oder eine weibliche Stimme ist. Das viele meinen, das sei nicht so, aber doch. Und ob das so ist. Ich habe von Anfang an erkannt, dass das eine weibliche Stimme ist, die hier flüstert. Darum sage ich ihr die ganze Zeit sie. Ne? Und es ist immer die gleiche Stimme. Aus allen Statuen, interessanterweise. Ne? Und nein, Flüstern tönt nicht bei jedem gleich. Nein. Wenn du eine tiefe Stimme hast, tönt dein Flüstern total anders als bei einer Frau mit einer höheren Stimme. Das hörst du raus. Definitiv. Also ich höre es raus. Ob es euch so geht, weiss ich nicht. Es gibt Runen, so wie die niemandem gehören, die dürfen wir ausräumen. Ne?
Flamme, fick dich. Okay, hier kommen wir wieder. Ja, fick dich. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the Golden Rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Willkommen im Leben nach der goldigen Regel. Entsetzlich, nicht wahr? Wie geht's dir bisher so? Mir geht's gut, danke. Ah, another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the Golden Rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Sie fragt sich natürlich auch ständig, was darf man eigentlich, was darf man nicht. Mir getraut sich natürlich auch nichts. Ne? Und die Antwort, die richtige, was man eigentlich darf und was nicht, kennt nach ihrer Meinung anscheinend gar niemand. Also, da bin ich sogar mit eingebunden noch. Jawohl, ja. Aber sie sind froh, das mit mir zu teilen, was sie so gelernt hat. Ich habe aber bis jetzt noch nicht mitbekommen, was du so gelernt hast. Was ist die Geschichte so? Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and Sie ist eine pruning the gardens. Putzhilfe im Namen vom It's not quite how I Magistrat expected my life to go. und Garten. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labour for the good of the community has its own charms too, I suppose. Witzigerweise kommt sie aus der gleichen Gegend wie wir. Sie hat gerade vom Tiber erzählt, das hat sie selber gehört. Sie hat eigentlich auf einen Verlobten gewartet oder etwas. Und wie bist du hergekommen? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and Wo I vor fled 7 the Jahren Tiber, Rom brennt hoping hat, to escape on sind a ihre barge. Familie zum We Tiber were among the geflüchtet. fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, Und sie wollten there were a eigentlich lot of ein desperate Boot people. abkaufen, also And they für die boarded Überfahrt, before aber they hatten could zu wenig depart. Geld A scuffle gehabt. broke out and I was pushed overboard. Sie The ist last über thing I Bord remember gegangen. was the water. Das Letzte, was rising sie sich up to daran hit mal my cheekbone. erinnern, ist das Wasser. I woke up by the river, near that Sie sind shrine, um einen Fluss and stumbled across this aufgewacht, place. in der Nähe von einem Schrein. Und ist über den Ohr gestolpert. Tut mir leid, das zu hören. Oh, that's all right. Das ist schön I'm ordentlich. sure it's all Über part sich, of das God's gehört plan alles for zum me. Plan von Gott. Aha. Gott? Meinst du nicht Götter? Oh yes, of course. Aha, ja, A slip of the natürlich, ein tongue. Versprecher. Sie ist Christin, darum hat sie nur einen Gott. Ne? Lass uns über etwas anderes reden. If you like. Ich gehe jetzt. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think Warum I'm denkst stuck du, ich for the stecke da rest of fest my für den life, Rest von meinem working for a man Leben? who treats Arbeiten me für like einen an Mann, der animal? mich wie ein Tier behandelt. I know Ich things weiss, are hard dass for es you dir right schlecht now. geht, They're aber hard for all of du us. kannst doch jetzt We're nicht all in einfach this machen, together, was ist, wenn wir Orpheus. wegen dem alle Please, sterben? please just Bitte think this überleg through. doch mal, was machst If you do Es this, könnte it could be Sünde the sin sein. that seals all Und of du our besiegelst fates. aller unser That's Schicksal. what you want. Ist das, was du I'm willst? sorry, but I just Es don't tut mir care leid, aber es anymore. interessiert mich einfach nicht. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Sie ist überfordert mit der Situation, wir reden mal mit. Thank you. And please, choose your words carefully. Ja, ich versuche es. Können wir reden, Ulpius? Let me guess. Lass mich You're roten. going to lecture Du wirst me mir jetzt on einen how Vortrag suicide darüber is halten, a dass crime Selbstmord ein against the Verbrechen gegen Empire. das Reich ist. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, was los ist. I screwed up my Ich habe life. mein Leben versaut. That's what's Das wrong. ist mein Fehler.
I borrowed Ich habe money Geld and when I gelegt couldn't pay it und back, ich kann es I nicht wound up in zurückzahlen. debt bondage. I'll be stuck jetzt bin ich in slaving einer- away for that Culus Und Cumulatis jetzt bin ich Malleolus for the rest of my life. versklavt für einen Malius I'm out. für den Rest Wherever vom you Leben. are, Ich habe die Schnauze Scintilla, voll. my love. Scintilla, I'm sorry. wo immer du bist, es tut mir leid. Ups. I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. Sein Selbstmord hat die goldene Regel nicht ausgelöst. Was bedeutet das jetzt? Well, I suppose Ja, it das means bedeutet wohl, suicide dass isn't a sin under Selbstmord the nicht golden für rule. die goldene Regel als So I Sünde guess darstellt. that means whichever Mein god Gott, is responsible for der it. ist... It isn't mine. Der ist... Was? Ist dann wohl nicht für diese... Ah! Ihr Gott ist in diesem Fall nicht für die Situation verantwortlich. So. Das ist so. Das ist so. Weil in der katholischen Kirche gilt Selbstmord ganz klar als Sünde. Also kann es nicht der christliche Gott sein, der das ganze Zeug hier... Ne? Den kann man schon mal ausschließen. Ist das meine Schuld gewesen? That was not your fault. Nein, es ist nicht die Schuld There's gewesen. no way you could have given him Was, what he was wanted. hättest du kurz nach Moments deiner after you arrived. Ankunft noch wollen können machen? Was passiert jetzt? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Ja, wir machen jetzt etwas ziemlich draufs. Sie sagt nämlich spring. Vertrauen wir der goldenen Statue und machen das. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Yes, thank you. I am delighted and deeply honored. Thank you. And now I make a solemn Ich habe gelernt, den Statuen zu vertrauen, egal wie krank das es tönt, was sie sagen. Ulpius an seine verlorene Liebe, möge Gott über dich wachen. Bitte wisse, dass ich so lange durchgehalten habe, wie ich konnte. Aber ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich hoffe nur, wir sehen uns im Garten Eden wieder. Das ist der Ulpius, der seine Geliebte geschrieben hat in diesem Fall. Das ist ebenfalls ein Abschiedsbrief. Anscheinend wieder an den Malleus da draussen. Julia, an ihre Geiselnehmer Malleus und Claudia, verflucht sollt ihr sein. Wenn ihr das hier lest, werde ich bereits tot sein. Denn der Tod ist weniger schlimm als ein weiterer Tag in eurer Schuldenknechtschaft. Möge die Gier... Was? Nein, mögen die Geier in... Was? Ich muss es schnell in Lesemodus rein tun. Tartaros auf ewig eure Eingeweide fressen. Oh mein Gott. Ja. Das ist die wir von der Vergiftung befreit haben. Wir können auch mal mit der reden. Leider habe ich ihren Freund im Moment nicht retten. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie wegen dem gerade wieder ein Bullshit abzieht. Das konnte ich vorhin verhindern, weil ich einen Gegenstand mehr hatte und eine Aussage mehr. Das muss ich mir merken. Ihr müsst auch vor allem vierdimensional denken, was passiert. Was passiert, wenn ich zurücksetze und Wissen mitnehme, das ich vorher nicht hatte? Was kann ich neu beeinflussen mit dem neuen Wissen, mit dem neuen Gegenstand und so weiter? Ne? Ist also höchst anspruchsvoll, das Ganze. Ne? Es braucht Hirnschmalz mehr als mit goldigen Pfeilen um sich herumballern. Aber es kommt, keine Angst.
Did you just Bist du gerade 30 Meter tief in meinen Balkon, in meine Villa reingesprungen? Entweder ist das extrem leichtsinnig oder beeindruckend intelligent. Warum hast du die Liebe und Leben aufs Spiel gesetzt, um mich zu sehen? Das ist der kandidiert eben füreinander. Von dir wollte ich gar nichts. I trust you can see yourself out. Through the door this time? There's a key just beside it. Stimmt, Messi. Geht der Schlüssel auch da oben? Das habe ich ganz vergessen. Die habe ich noch nie getroffen. Können wir reden? Talk? What business could you possibly have with me? Warum bist du in diesem Raum eingesperrt? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Ihre ehelichen Angelegenheiten gingen sie nichts an. Im Moment ist das die Mare da unten. Oh mein Gott, du arme Sau. Finally! This is outrageous. Ui, 2400 was Heilanton. Still here? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das da ist. Nein. Nein. Um mich raus! Messi. Also, ich gehe jetzt, Arschloch. Schlüssel nehme ich übrigens mit. Nein, ist kein Diebstahl. Er hat mich aufgefordert, das zu nehmen. Tja! Ich habe nur gemacht, was er gesagt hat, sorry. Er hat nicht gesagt, ich soll ihn wieder hinhängen. Tja, das muss ich schon genauer definieren. Ich muss Schlupflöcher brauchen. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Ich weiss, ich habe es gemerkt. Das ist wieder mal das, was die Statue gesagt hat. Nein, halte dich auf dem Laufenden. Keep an eye out for Scintilla, would you? Keeping an eye on things, Horatius? Sünder? Hä? Nein, aber nicht der, oder? Ah, a new face. Salve, and welcome to our little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. I hear we have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you did. Was ist deine Geschichte? Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Erzähl mal von dem Tempel auf der Klippe am besten. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front,
which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Of course. Hat folgendes... Nice to talk to you. Hat folgendes schnell erzählt. Erstens, normalerweise sind die Tempel hier immer an einem Gott gewidmet. Hier zum Beispiel, fick dich, der ist ja zu. Hier zum Beispiel ist der Apollo, so viel ich weiss. Ja, genau. Ne? Dort ist Diana, oder wie sie heisst. Und er hat von dem dort oben geredet. Er sieht durch ihre Augen. Er sieht durch ihre Augen. Ja, den check ich noch nicht, den Hinweis. Er hat von diesem Tempel geredet. Niemand weiss, wem der Gott gewidmet ist. Und die Türe ist verschlossen, hat aber nicht einmal ein Schloss. Niemand weiss, was da drinnen ist. Und jeder vermutet, dass der Grund für die goldigen Regeln dort drinnen zu finden ist. Kann ja sein. Kann man annehmen. Ich habe auch selber noch nicht gesehen, was da drin ist. Wie ihr gemerkt habt, sind das mehrere verschiedene Strukturen ineinander. Wir finden hier 4 Sachen. Schaut selber, wo es der was sieht. Erstens Römer. Zweitens Griechen. Ne? Drittens Ägypter. Und viertens ein unbekanntes Volk. Sehr interessante Szene. Du hast das, glaube ich, schon gesehen, Anne, ne? Dass sie reinsäckeln und stirbt. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. Sie erzählt uns gerade von einem Attentäter, der da ist. Wie auch immer, dass der hier hergekommen ist. Ne? Ich werde mich umgehend darum kümmern. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Jetzt haben wir gerade gehört, dass die Statue gesagt hat, nein, leider kann ich im Moment gar nichts anderes machen, ich verreck. Vielleicht sollten wir uns nicht dorthin treffen. What? We don't have time for this. I have to go. Vergiss es, ich weiss nicht, warum ich das gesagt habe. Ich muss es passieren. It's collapsing. Okay, Hurenherz. Scheiße, so wäre das nicht Plan gewesen. Ich brauche die. Oh gods, she's dead. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabian, why did you have to go in there? Poor sweet girl. I can't believe she is dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine. Is the een next Ägypter, moment weet she ik is zeker. lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. Is een Ägypter, wie ik seht. Jetzt muss ich mir schnell erlauben, die Regel zu brechen, eigentlich. Das machen wir.
Und zwar holen wir schnell 2400. Ich muss die Regel schnell brechen. Ich brauche die. Ich brauche die. Ja. Er hört durch ihre Ohren zu. Der redet von dem Gott. Also, es ist ein männlicher Gott. Schon mal, das ist auch geklärt. Jetzt komme ich raus. Der redet vom Gott, der verantwortlich ist für den Kack. Logisch. Durch welche Augen? Durch die Statuen ebenfalls. Aber dann würdest du seine Aufmerksamkeit ebenfalls erregen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist der Tempel, der zu ist. Die andere sich eingesperrt hat, wo man vorhin gehört hat. Oh mein Gott, logisch. Er kann uns also doch irgendwie beobachten und hören. Logisch, sonst könnt ihr ja nicht wissen, wenn das jemand die Regel bricht, die ganze Zeit. Aber in dem Fall... Hä? Wo ist die Geschichte festgehalten vom... Ah, gegen diese Räume. Warte schnell, ich komme gleich wieder. Feeling all right? That's a shame. Thanks again for saving. Ah, hoi! Die hat eine richtig brutale Story zu erzählen. Ah, du bist es. Tut mir leid. Sorry. Ich bin immer nur ein bisschen neben der Spur, aber danke, dass du versucht hast, mir zu helfen. Thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Ist etwas? Wolltest du etwas von mir? I'm supposed to rest. Lucretia hat gesagt, ich soll mich noch ein bisschen ausruhen. Kannst du mir sagen, was dir widerfahren ist? As much as I'm grateful that you tried to help me, ich bin dankbar, dass du geholfen hast. for me to talk about it. Aber es ist nicht sicher für mich, No darüber zu reden. Bitte keine weiteren Fragen. Ich würde gerne wissen, wie die jemanden vergiften konnte, ohne die goldige Regel zu brechen. The golden rule. Die goldige Regel. Das ist meine geringste Sorge. Die Götter mögen grausam sein, aber Mallois und Claudia sind noch viel schlimmer. Haben sie dich vergiftet? Bitte, lass mich einfach in Ruhe. Ich will nicht darüber reden. Ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht sagst, was passiert ist. Oh mein Gott, so hartnäckig wie Nemesis. Ich kann dir erzählen, aber es ist eine lange Geschichte. Ja, alle Zeit vor der Welt, glaubt mir. Also gut. Ich bin seit etwa einer Woche hier, als mir klar ist geworden, dass mir das für den Rest von meinem Leben hier wird gefangen sein. Ja, kaum schnaufen, ich wusste, ich muss da irgendwie raus. Also habe ich meiner neuen Freundin Aurelia ein Angebot bekommen für einen geheimen Ausgang. Sie braucht ja aber 1000 Denare dafür. Sie hat mir angeblich ist sie meine Freundin und sie hat gewusst, dass ich das nicht absparen kann. Also hat sie vorgeschlagen, von Maleoles und dem Typ, den wir vorhin gerade gesehen haben, der die Frau eingesperrt hat, Geld auszuleihen. Das hat sie auch gemacht. Hast du gemeint, du bist draussen, bevor du den Kredit zurückzahlen musst? Ich bin nicht stolz drauf, aber ja. Es hat mir ehrlich gesagt überrascht, dass er mir das Geld gegeben hat. Aber es hat mich so gefreut zu haben, dass ich mir nicht darüber Gedanken gemacht habe. Sie muss die Schulden über 30 Jahre zurückzahlen. Sie hat Aurelia bezahlt mit dem Geld und sie hat den Ausweg ihr gegeben in die Hand. Und zwar Schierling. Das ist ein Gift. Ne? Oh mein Gott. Trink das und in kürzester Zeit bist du weg von da.
Of course, I Natürlich habe demanded er my das money Geld back, zurückverlangt, but aber she sie hat refused. das abgelehnt. She pointed to a Sie hat sign on her gezeigt auf tavern ein saying, Schild in ihrer "Let the Taverne, buyer der beware." Käufer möge sich hüten. Then she just looked Dann at hat me sie mit with those einem cruel schwarzen black Blick in eyes ihren and Augen angeschaut und hat gelacht. she laughed. She immediately told Sie hat Malleolus natürlich I an tried to Malleolus escape alles without erzählt, paying dass him ich back. fliehen Only ohne ihn zu he zahlen. didn't seem Aber er hat upset sich wenigstens or weder surprised aufgeregt, at all. noch ist er überrascht In gewesen. fact, he just thanked her. Wahrheit hat er sich bedankt. And that's when I Und dort realized ist the klar two of them geworden, dass das had Ganze von planned Anfang the an whole geplant thing war. from the beginning. Das hat doch sicherlich die goldige Regel gebrochen. That's what I said to the magistrate. Das habe ich auch am I Magistrat went to gesagt. Sentius and begged Ich bin for zum help, Sentius und but habe he said angefleht the law um was Hilfe. clear. Aber er hat gesagt, I'd das Gesetz signed sei over my eindeutig. labour for 30 Ich habe 30 years Jahre and there was Arbeit nothing verschrieben he und could er do. kann nichts machen. I thought about resisting too. Ich habe auch da gedacht, mich zu wehren, aber Malleus said if I didn't hat submit, gesagt, wenn ich I'd mich nicht break the unterwerfen golden würde, rule. die goldige Regel And I brechen. couldn't be Und responsible ich for könnte ja all nicht für those all die deaths. Todesfälle verantwortlich sein. He Also, locked me in his villa. er hat mich in seiner Villa eingesperrt. Confiscated everything Alles, was I ich owned as hatte, collateral. sicherheitshalber And made konfisziert me und mich wear gezwungen, immodest, bei der Arbeit humiliating outfits while I worked. Reizwäsche zu tragen, Tag day ein, Tag out. aus. His wife Claudia was Seine just as Frau, bad. seine Ehefrau She sent me to Claudia ist work on genauso an schlimm. endless stream of Sie hat futile, mir demeaning endlose Reihen tasks. von I'd unnützigen be on my Arbeiten hands and aufgetragen. knees, Sie hat scrubbing the floor stundenlang auf clean den for Knien hours, amix den Boden putzt, only for nur her um to dann pour wieder zu slop on hören, it and hiss, du "You hast nicht den missed Stelle a übersehen. spot." Those two took everything Die from beiden me. haben mir alles genommen. Aber etwas haben sie vergessen, But mir they wegzunehmen. forgot to confiscate one thing. My hemlock. Der Schierling. Ich komme draus, du hast dich also selber vergiftet. I just wanted it to be over. Ja, ich einfach wollte, dass es But it vorbei seems I ist. messed that Aber up es too. scheint, dass ich selbst etwas gesagt Should have habe. drunk all of it. Ich hätte alles sollen trinken. Tut mir sehr leid, das zu hören. I brought it on myself. Ich habe I mir das trusted selber one of the eingebrockt. Ich most vertraue callous an einem human gefühlslosen beings I've Menschen ever nie met. mehr. And tried to swindle the other. Was? I don't Ich weiss know nicht, wie how ich so I could dumm have können been sein. so Ja. stupid. Wie geht's für dich jetzt weiter? When I've recovered, Wenn ich mich I erholt expect habe, their thug Domitius will come for me. wird der Schläger Domitius He'll mich escort me holen. back to their Er wird villa. mich zurück zur And I'll be Villa right back where I eskortieren. started. Und ich bin wieder dort, Only wo ich this angefangen time, habe. I won't be able to lull myself to Nur sleep das at Mal night with wird the thought of a mir permanent Gedanken machen, wie ich eine solution. dauerhafte Honestly, Lösung kann it would beiführen have been better Ehrlich if the gesagt, es wäre poison besser had been gewesen, allowed wenn to am run Gift its seinen Lauf gelassen hättest. Tut mir leid, kann ich irgendwie helfen? I doubt it. Ich glaube nicht. It seems this is the Das fate ist the das gods Schicksal, have das die chosen Götter mir for me. aufgelegt haben, weil ich For wollte trying to fliehen. escape. At least until someone breaks the Zumindest golden rule. bis jemand die goldige Regel bricht. Vielleicht ist Maybe das it gar wouldn't nicht so be schlecht. So bad. Ich habe eine bessere Idee. Wie viel würde es kosten, dich frei zu kaufen? A lot. But it doesn't matter. I made a Sie suicide hat letzte pact Nacht with mit Ulpius dem last night. Ulpius einen Selbstmordpakt He's in geschlossen. exactly the same Er ist in position genau as gleicher I am. Lage wie ich. Malleus und Aurelia haben ihn einen Monat nach mir die gleiche Falle gestellt. Er und ich stecken doch gemeinsam drin. Er hat sich inzwischen sicher schon von der Klippe in Malleus Villa gestürzt. Wenn ja, könnte ich niemand mit mir selber leben, wenn ich wüsste, dass ich mein Versprechen ihm gegenüber gebrochen habe. Tut mir leid, das zu hören. Not as sorry as I am. Ich gehe jetzt. All right. Thank you again for saving my life. Wir gehen schnell das Geld holen von dieser Schlampe und zahlen sie dann mit ihrem eigenen Geld. Ja. Allerdings, wo ist jetzt die daheim, die Schlampe?
Ist jetzt die schon wieder daheim? Das ist der Palast in der. Wo ist der Wichser daheim? Wir gehen jetzt dort schön Kohle klauen. Jawohl, ja. Schön Kohle klauen. The many shall suffer for the sins of the one. Ah, der Ausgang. Ausgang? Wo ist der scheiß Ausgang? Aua! Lass mich sein! Ah, ich muss jetzt nicht so gut werden. Lass mich sein! Nein, 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 nichts Seriges. Pfui, aus Sitzplatz! Und wir setzen wieder alles zurück. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Leonidas und ich möchte, dass du mir ein paar dringende Angelegenheiten für mich regelst. Oh, sounds serious. I'm listening. Julia liegt im Sterben, aber Luceria kann ihr nicht ohne das Siliphium hier helfen. Nimm das und gang. Schnell. Julia? Oh no. Alright, I can do that. Checkt das? Das war's und jetzt fahr ab. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Wieso gibt es die Mechanik, als ich dem das geben kann? Damit dass man die Fortschritte, die man hatte, einfach ihm übergeben kann und man wieder den gleichen Stand hat. In diesen Sachen. Er geht jetzt die retten und ich muss das jetzt nicht mehr machen. Ne? Wer sich das auch immer überlegt hat, ist ein absolutes Genie. Ixian turns. Give it here. I'm just going to help her swallow this. I think she's going to be all right. Galerius, you're amazing. How did you know? I was just doing what the new guy told me. I don't understand. How did... Never mind. Thank you so much. Hure geil. Ich liebe es. Oi. You have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's going to break the golden rule. Ja, ich weiss. Los jetzt. Ich kümmere mich sofort drum. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine. Und jetzt passt auf, was jetzt passiert. He? Ich kann ihr jetzt sagen, gang nicht dort rein. What? Why? Vertrau mir einfach. Alright, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Und wir haben wieder mal etwas verändert. Wir wissen, dass das Ding einbricht, oder? Wollen wir herausfinden, ob Lügen die Regeln bricht? Kommt, gehen wir. Hier habe ich herausgefunden, ob Lügen die Regeln bricht. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus. Das ist ein Assassin. Ne? Er sucht den Quinctius. Und wir sagen ihm jetzt... Ja, ich habe gesehen, wie die Stadt in diesem kleinen runden Schrei anbetet. Das zweite Gebäude zu deiner Linken. Wir lügen, ne? Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now.
but you'd best make sure our paths don't cross again. Hallo, das im Moment leben, aber ich soll nicht nochmal über den Weg laufen. Die Regel ist nicht gebrochen worden, ich habe gelogen. Lügen ist also absolut legitim. Interessant. Und wo haben wir ihn hingeschickt? Ja, wir wissen es. Ne? So ist das Game aufgebaut. Absolut genial. Mir hat es vom Sockel gehauen, als ich das heute Morgen um 4 Uhr so, nein, Gott, Mann, ich muss mein Hirn nicht mehr brauchen. Da, friss das, Bitch. Filthy, lying degenerate. Wer auch immer das Game gemacht hat, absolut Genie, ich schwöre, die werden jetzt ein paar Mal blöd schauen. Jetzt filmen wir erst an. Wir haben jetzt einen Bogen. Ne? Jetzt würde ich es den, glaube ich, anficken. Jawohl. You there? Hey, du, verzeih mir die Störung, aber ich kann mir nicht drum herum, dass du einen Bogen hast. Keine Ahnung, wie du es geschafft hast, in dein Tank zu bekommen. Besonders sagen sich vom Verbot vom Magistrat. Und bevor du es fragst, nein, ich will ihn nicht kaufen. Aber ich könnte dir ein Geschäft vorschlagen. Fahr fort. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Er fragt uns, ob wir wissen, wie dass die Leute zu goldigen Statuen geworden sind. Die Statuen erwachen zum Leben und schießen mit goldigen Bogen Pfeile auf sie ab. Jawohl, ja, ich weiss es. Ich habe schon gedacht, dass ich der Einzige bin, der das herausgefunden hat. Auf jeden Fall. Angeblich sind 2 von deinen Pfeilen genug, um einen Menschen in Gold zu verwandeln. Wenn das keine Farce ist, eine schrecklich grusame Verschwendung von Menschenleben, die unbedingt aufhören I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan. But first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? So, jetzt kann ich alles zusammenfassen, was er gesagt hat. Er hat uns jetzt Folgendes vorgeschlagen. Ein bisschen durch die Blumen durch hat er gesagt, stell dir mal vor, wir hätten auch so einen Bogen, wo wir Sachen in Gold verwandeln könnten. Egal, wo wir drauf schießen, es wird so gut. Weißt du, wie reich wir könnten mit so etwas werden? Und die Hälfte von unendlich Gold ist immer noch unendlich Gold. Bist du interessiert? Also, ich habe einen Plan. Aber zuerst, wo die wissen, bist du vertraut mit der Geschichte von der Göttin Diana? Nicht wirklich. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Also. Die Diana ist Göttin der Umwelt und gleichzeitig vom Zirkel vom Leben. Und ihr Markenzeichen ist das, was sie in der Hand hat. Und das wäre was echt? Ein goldiger Bogen eventuell. Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. Er hat schon 100 Stunden damit verbracht, das Ding anzuschauen und sich gefragt, wie kann er das Ding stellen, ohne, naja, du weißt, ihr wisst was, kaputt zu machen. Die goldige Regel. Und jetzt willst du das Segnen stellen? Oh, gods no! If you tried that, we'd be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original.
It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Er hat jetzt Folgendes vorgeschlagen. Ich soll ihm den Pfeilenbogen, den ich habe, geben, damit er ihn mit Blattgold überziehen kann, damit er sich dann das Replikat in die Finger tun von dieser Statue. Und jetzt habe ich sicher irgendwelche Fragen. Ich soll sie stellen. Wir sagen... ich habe keine Fragen im Moment. So, are you in, partner? Okay, mach es. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Now, I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. May the gods not watch over you. Das tönt nach gefährlichen Viecher. The many shall suffer for the sins of the one. Oops. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Moment. Moment. Ah, stimmt. Is that you, partner? Do you have the bow? Ja, ich habe ihn. Wonderful. Just go ahead and slide it under the Schieb door. ihn unter die Tür durch. Dann schließt die Tür wieder auf. Hast du Wichsen mega eingesperrt? A little bit slow, aren't you? Ein bisschen langsam, yes, I locked you ja, ich habe dich and until you give me eingesperrt. my bow, Und bis you're mir gonna mein stay in Bogen there, gibst, like wirst du Tantalus schön in dort drinnen Tartarus. bleiben. Wie Tantalus im Tantaros. Was? Okay. Wie kann das nicht gegen die goldige Regel verstoßen? Du hast gesagt, du würdest Reichtum zwischen uns beiden aufteilen. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Er hat uns einfach gelinkt, ne? Und zwar ziemlich dreckig, muss ich gerade sagen. Wie soll ich dir jetzt noch vertrauen, nachdem du mir so entgangen hast, hä? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognise my own handiwork. Und wir können ihm nicht den Fake One geben, ne, weil er kennt seine eigene Handschrift. Ich werde einen anderen Weg herausfinden, Bitch. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? So, er meint, dass wir das nicht überleben. Tja. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Das Ding ist aus Gold.
Alles, was die Pfeile bereichen, wird jetzt so gut. Solange, dass es lebendig ist. Hier zum Beispiel haben wir Augen, und ich auch denke, zuerst Gott verdammt. Und die Statue flüstert die Algen. Und ich so, okay. Nicht drinstehen, sonst kommt es nicht gut. Hey, würdest du bis so gut rausgehen? Hey, was ist los? Gehst du raus, bitte? Jetzt sind die Augen aus, gut. Ne? Herz. Ah, oh. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. My beloved Galatea, I write this so that one day, Wieso fährst du immer wieder von vorne an? you will understand what I've done and why I had to Reg do mich it. doch nicht auf, ich möchte The gerne... others will call me mad or a Ich monster, gehe schnell einen Kaffee machen, but I ich komme don't wieder. care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. Was? As I walked past her, I heard that strained whisper again. Es ist And eben schon turning back, wichtig. I discovered that, even though I had moved, she was still looking right Ich lese into dich my vor soul. und du schnell die Stimme ausschalten. Ganz einfach. So, jetzt. Meine geliebte Galatea, ich schreibe das, damit ihr eines Tages, wenn wir endlich zusammen sind, verstehen werdet, was ich getan habe und warum ich es tun musste. Die anderen werden mich verrückt nennen oder ein Monster, aber das ist mir egal. Alles, was ich hier tue, tue ich für euch. Ich werde am Anfang beginnen, kurz nach meiner Ankunft hier, als ich einen von goldenen Statuen gesäumten Korridor entlang ging, glaubte ich hinter mir ein Flüstern zu hören, ein Rauschen in der Luft, als ob sich Stimmbänder aus Metall anspannten, um ein oder zwei Worte zu sagen. Ich versuchte, den Gedanken zu verdrängen, versuchte mich auf meine Arbeit als Sanitäter der Stadt zu konzentrieren, aber dieses gequälte Flüstern verfolgte mich. Wochen später, im Gang zum Badehaus, hörte ich es wieder und fand mich angezogen von der Statue einer römischen Frau,
die eine Stola trug. Ihr Gesicht war vor Qual und Angst verzerrt und beunruhigenderweise war es, als ob sie mich direkt ansähe. Als ich an ihr vorbeiging, hörte ich wieder dieses angestrengte Flüstern, und als ich mich umdrehte, entdeckte ich, dass sie, obwohl ich mich bewegt hatte, immer noch direkt in meine Seele blickte. In diesem Moment dämmerte es mir. Das war keine Statue, sondern eine Frau, die in diesem goldenen Gefängnis gefangen war. Natürlich erzählte ich es den anderen, aber als ich die Ergebnisse meines Experiments nicht reproduzieren konnte, wollten sie mir nicht glauben. Aber von diesem Moment an kannte ich den vollen Schrecken dieses Orts. In diesen Statuen sind lebendige menschliche Wesen gefangen. An diesem Tag, meine Liebe, ist mein Herz gebrochen. Wisst ihr jetzt, was sie meint? Ne? Jetzt kann das Zeug mein Gewicht tragen, wenn es aus Gold ist. Ne? Ja, elende Huren-Snitch. Jetzt schauen wir das mal genauer an, das Ding. Ganz entstellt. Wieso echt das? Die sind alle so schön, ne? Alles perfekt. Und schaut mal die an. Komisch. Wahnsinniges Gelächter, ja. Er hat sich bedankt, hat er gehört. Sehr seltsam plötzlich, hä? Plötzlich eine ganz komische Wendung in diesem Spiel. Ey, ich hab's geliebt heute Morgen, ey.
Ja, und dann nicht die Augen brechen und sie dort stehen. Ne? Ganz geil gemacht. Zu. Da bin ich auch erst gerade gesehen, aber... Okay. Ja. Jetzt sind wir ja an dem Punkt, den ich erreicht habe. Von dort habe ich auch für mich wieder alles neu. Arschloch. So, wir haben den Punkt erreicht. Von da ist es für mich jetzt Neuland. So. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich habe eine Vermutung, warum das Teil Statuen leben und Teil nicht. Das, was wir vorhin gelesen haben. Vielleicht ist es eine dumme Idee von mir, aber ich vermute, die sich eingesperrt hat im Tempel, wo wir uns jetzt befinden, kratzt diesen Statuen ein Gold ab, bis sie aufstehen. Ich weiss, es klingt blöd, aber das ist vermute ich jetzt mal einfach. Ich weiss, es klingt vollkommen irre, aber was soll es sonst sein?
Wieso sieht ihr sonst so scheiße aus? Jetzt habe ich ein Problem. Oh. Schau mal, die Blüten! Die sind abgekratzt, irgendwie das Gold. Die sehen genau so aus. Ich schwöre, ich habe recht. Ich schwöre. Das wäre vollkommen krank, aber ich kann mir nichts anderes erklären, wieso es die einen leben und so aussehen und die anderen nicht. Aber wieso macht sie das? Ich komme nicht nachher. Ja, wenn ich überhaupt recht habe. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu abgespaced. Vielleicht ist die in ihrem Wahn inne und will eigentlich denen helfen, aber macht gerade das Falsche oder keine Ahnung. Aber das würde doch gegen die goldige Regel. Ich komme Huren nicht nach. Nein, das kann ja nicht sein. Das würde ja gegen die goldige. Oder nee. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich bin so verwirrt. Me? Rest. Ha, es tut ihnen gut, wenn sie wieder mit Gold überzogen werden. Sie reagieren alle erleichtert, wenn ich das mache. Hä? Ich bin so verwirrt. Es tut ihnen nicht weh, wenn ich sie breche. Es tut ihnen gut. Hä? Ich wette, ich habe recht. Du musst jetzt schauen. Oh mein Gott! Ich hab's gesagt. Ich hab's gewusst. Oh mein Gott, ich bin so gut. Meine geliebte Galatea, nachdem ich die schreckliche Wahrheit über die goldenen Statuen erfahren hatte, wanderte ich wie in einem Albtraum durch die Stadt. Wie muss das Leben für arme Seelen sein, die in Gold begraben sind und irgendwie am Leben gehalten werden? Gefangen in ihrem eigenen persönlichen Tartaros. Verurteilt zu ewigen Qualen, bis sie zu schrecklich sind, als dass ein normaler Verstand begreifen könnte.
Egal wie geringfügig ich wollte etwas für sie tun. Deswegen sprach ich mit ihnen, um ihnen Gesellschaft zu leisten, okay? Ich dachte mir Hintergrundgeschichten für sie aus und erzählte ihnen von der Welt und von den Geschichten und Märchen aus meiner Kindheit. Als die anderen durch meine Fürsorge immer beunruhigter wurden, hielt ich mich weiter von ihnen fern und blieb lieber in Gesellschaft meiner gequälten Schützlinge. Ich fand einen Weg in den verlassenen Palast und begann meine Tage damit zu verbringen, durch seine Halle zu wandern und seinen Bewohnern alte Geschichten von Apollon, warte, mache ich schnell da hier. Ich fand einen Weg in den verlassenen Palast und begann meine Tage damit zu verbringen, durch seine Hallen zu wandern und seinen Bewohnern alte Geschichten von Apollon und Daphne, Perseus und Medusa und Pygmalion, oh mein Gott, und Galatea zu erzählen. Pygmalion, der Bildhauer, der sich in eine wunderschöne Statue verliebte und der nach seinen hilfesuchenden Gebet zu Aphrodite entdeckte, dass seine geliebte Galatea zum Leben erwacht war. Okay. In dem Moment hörte ich euch mir zuflüstern. Ah, Galatea. Jetzt, verzeiht mir. Ich weiß, dass das nicht euer richtiger Name ist, nur einer, den ich aus einer Geschichte geborgt habe. Aber als ich mich umdrehte, um euch anzusehen, sah ich die schönste Frau, die ich je gekannt habe. Und euer Gesicht war für immer eingefroren in einem Blick von eindringlicher Traurigkeit. Unser Treffen gab mir ein neues Ziel, euch aus eurem goldenen Gefängnis zu befreien, damit ihr mir eines Tages euren wahren Namen sagen und nicht nur flüstern könnt. Aha. Also sammelte ich Werkzeuge für diese lange und schwierige Aufgabe, die vor mir lag, verriegelte die Türen zu diesem Ort und machte mich an die Arbeit. Es scheint, als ob dieses maßgefertigte Gestell genutzt wurde, um goldene Statuen zu fixieren und die goldene Schicht von ihnen zu schälen. Grausam. Oh mein Gott, warum muss ich so einen guten Reicher haben? Warum bin ich nicht scheiß Detektiv geworden oder so, wirklich? Geht's weiter? Ah. Das macht Paranoia, das wollen wir anschauen, wirklich. Oh, viele. Oh shit. Oh shit. Oh shit. See. Es geht um einen See, der da drin ist. Ich muss die Vorhänge zutun, damit die nicht durchkommen. Ja, ich verstehe. Oh! Ja. Intelligenzspiel, Mann. Hey, wow. Geil. Jetzt weiss ich, warum das bei Game-Beschreibung gestanden ist. Köpfchen ist wichtiger als Muskeln. Ja. Und
Der andere Spruch war, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ja, ja, jetzt komme ich nachher, was sie meinen mit diesen Wink-Wink. Ja, ja. Ein Pfeil hat zum Beispiel auch Federn dran. Ja. Absolute Geniusse, die das Game gemacht haben. Hut ab, Mann, wirklich. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr durch, hä? Aua! Nein, ich kann auch nicht mehr durch. Aha. Oh! Nicht mehr selber. Please. Die meinen das ernst? Jetzt kann ich hier dran überklettern. Ist das euch nicht? Messi? Einfach geniales Gameplay. Genial. Ja. Huere genial, Mann. Wirklich gefällt mir mega. Ganz, ganz genial bis dahin, wirklich. Also ich bin begeistert. Was das so eine Wende nimmt, habe ich gar nicht erwartet mehr. Münke. Ich denke, das bleibt eher so auf Detektivbasis, weißt du, mit Gesprächen und so. Ich habe gemeint, das bleibt dauerhaft so. Dass so etwas wirklich dazukommt, habe ich gar nicht damit gerechnet. Ja, selbstverständlich. Hallo. Ja, ich denke, jetzt sollte es besser sein. Ah, ich sehe. Jetzt der Vorhang. Kann ich nicht irgendwie ein Geräusch machen, als alle hier reinkommen? Jawohl. Und jetzt zutun. Jawohl. Genial! Oh shit, da ist auch noch einer. Oh. Oh. Ich würde gern, aber... Help us. I just want to kill us. Oha. Aua. Ich habe eine geile Mechanik entdeckt. Wenn einer zu gut machst und dann an die anderen gingst, gehen sie kaputt. Okay. Habe ich mir gemerkt.
Ich nehme Schaden, bis ich sterbe. Sie müssen mich aber ein paar Mal hitten. Ich weiss nicht, ob sie auch sofortige Kills drauf haben. Weiss ich nicht. Ich will es gar nicht so genau wissen. Ja, Kiel. Und Pass. Wie geil. Das Gimmick mit dem Golden ist ja absoluter Hammer. Und dass sie auf Geräusche reagieren, ist sensationell. Sensationell. Kannst du richtig schön baiten, also in eine Falle locken. Genial. Man muss allerdings ein bisschen schauen, Gottverdammt, ist jetzt das eine, der lebt oder nicht? Das ist ein bisschen ekelhaft, aber cool. I like it. I like it. Sieh dir die Schriftrolle in der Nähe an. Sehr gern. Ey. Kann ich von da? Meine geliebte Galatea. Meine Versuche, diese Seelen aus ihren goldenen Gefängnissen zu befreien, verliefen nicht nach Plan. Mein erster Versuch war eine griechische Frau, die ich Iodame nannte. Oh. Nach der Athenerin, die von Medusa versteinert wurde. Als ich das Gold durchbohrte, das sie umhüllte, wurde ich durch die Entdeckung bestätigt, dass sich unter dem halben Zoll Gold, das so starr ist, dass es eine Art Legierung sein muss, lebendes Fleisch befand. Diese goldene Legierung scheint mit ihrer Haut verschmolzen zu sein. Ihre Entfernung legt die Sehnen und Muskeln darunter frei und fügt ihnen große Schmerzen zu. Ich hatte erwartet, dass diese Tat die goldene Regel bricht, aber das tat sie nicht. Ich weiß nicht, welcher Gott diese armen Seelen hier eingesperrt hat, aber ihre Leiden scheinen ihm egal zu sein. Sie sind verloren. Unbeirrt machte ich weiter, arbeitete bis spät in die Nacht und versuchte die goldene Schicht, von der sie umhüllt war, so behutsam wie möglich zu entfernen. Schließlich gelang es mir, den Großteil ihres Körpers zu befreien. Doch als ich sie von ihren Fesseln löste, war das erste, was sie tat, sich auf meine Kehle zu stürzen und mich mit all ihrer Kraft von diesen scharfen Metallkanten zu zerkratzen. Das war mein Dank für den Versuch, sie zu retten. Was auch immer schon dann dazu angeleitet hat, mich anzugreifen, sie war offensichtlich nicht die richtige Person für meine Experimente. Aha, ich muss einen bauen, Mann, es wird hure interessant. Jetzt muss ich einen bauen. Hätte ich nicht erwartet. What the hell, wie geil. Moment, lese weiter, hä?
Ich sah mich dazu gezwungen, sie in einem isolierten Flügel des Palastes einzusperren. Während meiner Arbeit an den anderen konnte ich hören, wie sie sich endlos hin und her wälzte. Meine anderen Experimenten haben leider zu ähnlichen Ergebnissen geführt. Ich habe meinen Standort mehrfach geändert. Der Großteil des Palastes ist nun aber zu gefährlich, um darin zu arbeiten. So sehr eure Leiden mich betrübt, so kann ich doch nicht riskieren, euch jetzt zu entgolden. Nicht bis ich die Methode perfektioniert habe, die euch zu mir zurückbringen wird, gesund im Körper und Verstand und bei erhaltener Menschlichkeit. Mega! Ich bin jetzt gerade wirklich baff. Wie geil! Ich muss jetzt wirklich einen bauen, hey, verdammt. Jetzt wird es richtig interessant, ja. Klar, man hätte sich zuerst schon durch die Mechanik müssen kämpfen und zuerst mal das Game verstehen, ne? Ja, bei meinem ersten Run hatte ich schon 31 Neustarts gehabt. Das mal sieht schon ein bisschen anders aus, ne, wenn du das Wissen mitbringst. Und vor allem, das ist jetzt auch alles neu hier für mich. Die Informationen sauge ich jetzt auch gerade neu auf. Und ich has hure geschmeckt, was hier angeht. Wie geil. Ja, eigentlich hure Freude, wenn ich so Zeug von selber rausfinde, bevor ich es sehe. Ich liebe so Zeugs. Durch Beobachtung kombinieren und das Zeug selber rausfinden, Mann. Ich liebe so Zeug. Oder eben auch durch Gespräche. Mit Fangfragen und so weiter, was sie da durchaus eingebaut haben, nicht wahr? Notlügen. Um die Wahrheit rauszukutzeln, ne? Ich sage immer, Lügen ist so eine zweischneidige Sache. Du kannst Lügen für einen guten Zweck einsetzen. Wie zum Beispiel, eben so wie vorhin, wo ich den anderen angelogen habe, damit dass er in den Palast geht, schauen, wo der ist, den er verfolgt und dabei gestorben ist, habe ich alle anderen gerettet. Weil wenn er jemanden getötet hätte in dieser Stadt, wären wir alle wieder im Fluch gelandet. Ne? Ich sage ihm mittlerweile Fluch. Das ist keine Regel, das ist ein Fluch. Und wisst ihr, was ich vermute? Ja, von kombinieren jetzt. Wisst ihr, was ich vermute? Wir haben herausgefunden bei unserem ersten Lauf, dass alle von einer Erscheinung geredet haben, die sie am Fluss abgeladen haben. Irgendeinem Fluss in der Nähe von einer Ruine. Bei jedem hat sie gesagt, dass sie eine Münze in Empfang genommen hat. Und sie heisst Karen in unserer Version. Wisst ihr, was ich glaube, was die wirklich ist? Sagt nicht den Namen Charon etwas? Ich glaube, sie ist der Fährtenmann, wo Griechen zum Beispiel, jawohl, genau, der Fährmann, ganz genau, wo man amix Münzen auf die Augen gelegt hat, damit dass sie einen Obolus haben, um in die Unterwelt gefahren zu werden. Ich glaube, dort befinden wir uns. Nämlich, langsam aber sicher kommt hier ein ganz klares Bild zusammen, was hier abgeht. Ich vermute, wir sind in der Unterwelt. Und der Charon hat uns hier übergebracht. Nur, dass er jede Form kann nehmen. Und bei uns war die Karen.
Eines schwöre ich euch, wir werden eines Tages zusammen sein, selbst wenn ich jede einzelne Statue an diesem Ort von den Göttern verlassenen Ort befreien muss. Mhm. Das heisst, ich mache munter weiter mit dem und tue hier weiterhin Statuen befreien, die gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Zum Glück habe ich den Pfeilenbogen, Mann. Oh mein Gott, du Schlampe! Mit seinem rechten Auge. Bitch! Oh shit! Bitch! Ah! Ah, sehr schön. Jetzt weiss ich auch, wie man wechseln kann. Das hat mich schon lange umgenommen. Warum kann ich dort ein Pfeil hindonnern? Hä? Wieso hat es hier Augen im Boden? Oh, dort hat es eine Vase. Hat es hier noch einen Arschloch? Nein. Seltsam. Oh! Es hat doch! Okay, okay. Ich will den Raum noch ein bisschen genauer anschauen. Da. Das neue mit Pfeilen noch einmal für mich. Obwohl, ich habe noch 65 Stück. Ui. Okay, okay. Ja, also Pfeilmangel hat man schon mal nicht. Das finde ich schon mal hure gediegen. Zeig, wenn ich jetzt hier in die Wange reinballer, wird sie auch gut. Ja, beim Marmor funktioniert es nicht immer, hä? Hier? Da geht's dann. Witzig. Finde ich witzig. Oh. Oh. Oh, was zum... What the fuck? Ist die irre? Die hat ja bis auf die Knochen runtergeschaut. Hallo? Scheint tot zu sein. Offensichtlich hat sein Tod nicht gegen die goldene Regel verstoßen. Nein, eben nicht. Ich komme hure nicht nach. Was mit den Goldstatuen? Ah, logisch interessiert ihn das nicht mehr. Wieso? Die sind schon abgestempelt als Sünder. Darum sind sie ja in Gold. Die sind dem scheißegal, was mit denen weiter passiert. Wir haben es hier mit einem sehr, sehr ungemütlichen Gott zu tun, wirklich. Gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott, jetzt wird es noch zum Horror-Game mit rein durch. Ups. Hör auf. Das macht mich ein bisschen hässig. Oha, sie ist dort dran gewesen. Wo ist sie? Was, du hast die ganze Zeit mit mir geredet? Flüsterst du irgendwie durch die Statue mir zu? Unverständlich. Wer bist du? Hinter dir. Oha! Du musst Naevia sein. Oh shit, ich habe die Stimme total weggenommen. Sie beschuldigt mich gerade natürlich.
und will mich anscheinend angreifen. Wenn ich sie töte, wird ich die goldige Regel brechen. Wenn du mich angreifst, haben wir beide in Gold gehüllt. Sie fragt, ob sie das wirklich interessieren soll. Ich bekomme nur das, was ich verdient habe. Das hat nichts mit mir zu tun. Lügner. Ich habe das Dorf geschlossen und verriegelt. Ich habe eine Nachricht hinterlassen und habe euch alle gewarnt, mich in Ruhe zu lassen. Sie hat die Statue eben zugerichtet und bereut sie jetzt dieser Weg. Ne? Aber sie hat die Statue ebenfalls gehört flüstern. Aha. Sie hat herausgefunden, dass sie jetzt mir zuflüstert und ihr nicht mehr. Das macht sie ein bisschen hässig. Und sie fragt, was mir so besonders macht. Genau, das ist so. Die Statue ist nicht die einzige, die zu mir flüstert. Das tun es alle. Aber ich höre immer dieselbe Stimme. Dieselbe Stimme, wie meinst du das? Es ist, als würde mir jemand Angst durch die Statue zuflüstern. Ich erinnere mich, als sie mir zugeflüstert haben, sie haben alle ähnlich geklungen. Ich habe gemeint, dass sie alle ähnlich klingen, wenn man flüstert. Nein, das stimmt eben nicht. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, sie sind alle wohlwollend und scheinen ein gemeinsames Wissen zu teilen. Aber wenn die Körper nur Kanal für eine Stimme sind, dann sind die Körper niemand und alles, was ich gemacht habe, ist... Warte. Ich verstehe jetzt, was dein Ziel ist. Du versuchst, sie mir wegzunehmen. Hä? Du wolltest warten, bis ich meine Arbeit erledigt habe, um dann zuzuschlagen. Ist es so? Das ist absolut verrücktes Gerede. Du lügst doch. Du willst sie mir wegnehmen und jetzt... Schau mal, zu was du mir drüber hast. Gib mir einen guten Grund, warum ich nicht abziehen soll. Ich bin zufällig hier gelandet. Alles, was ich will, ist weggehen. Was? Von was redest du? Ich bin in der Tunnel unter der Stadt festgesessen und auf der Suche nach einem Ausweg in den Palast gekommen. Moment, du behauptest also, du bist gar nicht hinter uns her. Ich habe nie die Absicht gehabt, dich zu verletzen. Was habe ich nur gemacht? Oh Götter, ich fühle mich krank. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie so viel Schmerzen hat. Es ist die Luft, die mit ihrem Fleisch in Berührung kommt. Es quält sie. Aber der einzige Weg zu beheben wäre, die goldige Regel zu brechen. Und sie Lauf nehmen zu lassen. Aha. Auf diese Weise könnte sie wieder goldig sein und wir könnten zusammen sein. Aha. Alles, was sie dazu benötigt, ist ein kleiner Schnitt. Nein, ich kann das ungeschehen machen. Es ist zu spät, es gibt nichts, was du machen kannst. Ich muss es machen, es tut mir leid. Ja. Ich kann sie wieder mit Gold bedecken. Was? Wie? Der goldige Bogen ist eine Waffe, die die Menschen in Gold einhüllt. Ah ja, wirklich? Ich bin nicht sicher, ob ich das so glaube, aber wenn du ihr Schlamassel Rückmachung kannst machen, gibt sie mir den Schlüssel zur alten Medizintraube im Apollo-Schrein. Aha. Okay, wenn ich lüge, wird sie die goldige Regel brechen und mich angreifen. Okay, gang weg. Jetzt möchte ich die Stimme wieder rauf tun, bitte.
Sorry. You did it. You took Du hast es away geschafft. the pain. Du hast ihren Schmerz weggenommen. Ich weiß nicht, was ich soll sagen. Merci vielmals. Herzlichen Dank. I will never harm her Ich again. schwöre, ich werde ihr I nie mehr swear weh it. machen. Ich schwöre I'll es. stay here to keep her Ich bleibe company. da, um ihr Gesellschaft zu leisten. Die poor armen souls. Seelen. What Was can kann be man für done sie for machen? them? Ich habe I've alles tried probiert. everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever God doomed them in the first Ja, place. sie vermuten, dass In der any Einzige, case, der das I Zeug must aufhalten kann, honor der our Gott ist, der bargain. sie überhaupt Here's erst the in key I Gott promised verwandelt you. hat. It opens a chest in the shrine of Apollo. I believe there are a few things in there which may be useful to Lucretia. Ja. Bei uns ist es die Nacht so kalt gewesen, Gott verdammt, mir ist wieder alles zugefroren. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. Ja. We should be able to Wir make sollen our way gehen, down hat sie from gemeint. Auf Wiedersehen, Naevia, ne? and never return. So, ein Schlüssel. Ladebildschirm. Okay. Ah, kommen wir wieder zurück in die Stadt jetzt? Jawohl, Lodo. Alles klar. Kann ich das jetzt benutzen? Yay! Okay. Dann sind wir zurück. Hä? Wo ist der? Genau, um den muss ich mich auch noch kümmern, wegen deinem Rheuma. Das tut mir einen Gefallen schuldig. Ist das die Truhe? Ah, das ist die Truhe. Aha. Weidenrinde hilft gegen Rheuma, genau. Jetzt, wo bist du da? Feeling all right? Die habe ich gar noch nicht gefragt. Was ist die Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not. Sie sind keine Ärztin. This is Nevia's clinic. I've just been feeling. Sie ist nur ever eingesprungen. since she disappeared. I'm Seit die andere tired weg and ist. out of my depth Die wir and gerade vorhin miserable getroffen all the haben. time. But I'd rather take this on Sie ist myself ständig than let one of überfordert you und lot hat eigentlich mess gar it keine up. Ahnung, was man soll machen in diesen Situationen. Sie sind ja schließlich keine Ärzte. Ja. Wie bist du da gelandet? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Wie alle anderen auch, ja. Ich weiss es, dass ich recht habe. Es muss mit dem Charon zu tun haben. Alle haben das Gleiche erlebt, um hierher zu kommen. Alle, ins Detail. It's alright. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Gladly.
wieso kann ich dir das nicht fragen? Paparapapa, wie habe ich das denn herausgefunden? Sure. What do you want to know? Das weiss ich ja. Gladly. Ich weiss warum. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Bitte, Apollos. bitte. Ich muss schnell zum anderen Fall zuerst. Wo ist der? Mit dem haben wir noch gar nicht geredet, glaube ich. Er ist vorhin gerade an mir vorbeigelaufen. Wo ist das hierher? Scheiße. 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 Nein, nicht du. Ah ja, stimmt. Ich kann ja den Bogen jederzeit führen jetzt. Da ist ja auch noch etwas. You're not thinking about going into the cistern, are you? Und warum nicht? Nobody's told you about Hannibal? Ugh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground, and hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. Und was hast du gemacht? Er hat Folgendes erzählt. Ein sogenannter Hannibal ist dort runtergegangen und ist dann einmal schreiend rausgekommen und hat gesagt, es sei dort unten am Spuken. Allerdings hat er keine finanziellen Mittel gehabt. Dort unten gibt es ab und zu etwas zu finden. Wie er das gemeint hat, weiss ich auch nicht. Und dann ist er halt doch wieder runter und das sind mehrere Stunden gegangen. Er hat das beobachtet und das ist nicht mehr raufgekommen. Dann ist er runter schauen und er hat dann gesehen, einen kaputten Mensch, der lichtgoldig ist, der den aufgefressen hat. Was hast du gemacht? What any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Er ist natürlich wie jeder vernünftige Mensch davon gesäckelt, da er keine Waffe und nichts in der Hand hatte und ist die anderen warnen. Tolle Geschichte, aber ich gehe gleich dort runter. Well, it's your funeral. Junge, ich kann mich wehren, you know. So, das Mal geht uns das Ding nicht auf den Sack. Das Mal können wir die Unge in aller Ruhe schauen. Bitte, 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 bitte. Der hat sich sogar bedankt. Vielen Dank, ne? Der hat sich gnadenlos bedankt. So, jetzt können wir hier in aller Ruhe das Zeug anschauen, ohne dass uns der weiter nervt. Das finde ich verdammt gediegen. Da kommen wir offensichtlich nicht hingern. Da hat es auch noch Pfeile, sehr schön. Moment mal, ich kann ja die Augen... Ja.
Ah, ich kann sie von hier auftun. 765 Denar? Ja, merci. He. Heftig. Was sage ich nicht nein? Was haben wir hier? Die Priesterin. Hat sie gerade gesagt. Die Priesterin. Mondanhänger. Ein Mondanhänger. Auf seiner Rückseite ist folgende lateinische Inschrift zu finden. Sen dia def. Aha. Aha. Sen dia def. Mein Latein ist sehr begrenzt. Ich habe keine Ahnung, was das soll bedeuten. Aber ich habe es gemerkt. Aha. Ist das gerade euch Scheiß ernst? Weinen. Was zum... Ich weiß gerade nicht, was ich von dem so halten. Who are you? Did he send you? Ich bin Leonidas, niemand hat mich geschickt. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Bevor das ein Monster zurückkommt, was geht da vor sich? I'm Centella. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Wie hat das nicht gegen die goldige Regel verstoßen? I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Was? Ich weiß es nicht. Er sagt, die Götter sind auf seiner Seite. Weil sie auch nicht wollen, dass wir entkommen. Aha. Wer hat das an da? Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him.
Was, der Sentius? Was wirst du machen, wenn ich dich freilasse? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Und was ist mit den anderen, wenn wir hier einfach zusammen abhauen und die goldenen Regeln vergessen? There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Tut mir leid, ich kann dich nicht gehen. What? No. You can't just leave me here. How can you be so heartless? Ich bin nicht herzlos, nur rational. Unsere Flucht ist nicht das Leben aller anderen wert. I hate you. I spit on you. I hope Diz drags you to Tartarus. Ja, ich kann da eiskalt und berechnend sein. Mir ist es nicht anders in echt. I swear. Wir konfrontieren unseren Kollegen mal mit dem, was wir hier gefunden haben. Ne? Tut mir leid, dass ich dich dort stecken muss, aber ich kann nicht riskieren, dass du nachher irgendjemanden umbringen. Sorry, geht nicht. Tut mir sorry. Tut mir real sorry. Aber ich beeile mich. Nein, ich will nicht so sein. Ich beeile mich. Aber das Risiko, dass du mir jetzt alles vermasselst, kann ich schlicht und einfach nicht eingehen. Es tut mir leid. So you survived the system. Ade. Er ist nicht da. Nein. Wo ist der Wichser? Sie ist auch weg.
Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? I trust you can see yourself out. Du Wichser! Wo bist jetzt du gesehen? We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Los jetzt, wir haben die Unterhaltung schon ein paar Mal geführt, Bürsteli. We have? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal. I must... Ja. Das Gespräch haben wir auch schon geführt. Los, ich habe es wirklich brisant. Seems rather brash, but all right. Why have you sought me out? Ich weiss, was du mit der Sentilia angestellt hast. Me? What are you talking about? Du hast sie in der Zisterne gefesselt. You know, you remind me of him. Wer? Al Worth. The fellow who came through the portal before you. Ha! Der Al Worth. Der Kerl, der vor euch durch das Portal gekommen ist. Du erinnerst dich also an ihn? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one group to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you were a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I mean, you've lived through the day, what, only 3 times? Extremely impressive. And yet everything you've done has been in vain, because there's no escape. Except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Best to take your own life now. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Mir fehlen gerade alle Worte wieder. Ich muss zuerst das... Moment. Punkt 1. Er hat uns angelogen. Und er weiss alles. Jeden Tag, wo wir bei ihm waren, jeden Tag, wo der L bei ihm war. Auch wenn er das Portal jedes Mal aktiviert, um den Fluch aufzuheben, behaltet er das Wissen genauso wie wir vom vorherigen Wohl. Punkt 1. Punkt 2. Er hat am L tausende von Tagen zugeschaut, wie er durch das Portal jedes Mal ein bisschen älter, jedes Mal ein bisschen kaputter reingekommen ist. Punkt 3. Er ist ein dummer Wichser. Und fragt uns jetzt,
Du hast also mein Geheimnis entdeckt, ja? Und? Was wirst du dagegen machen? Du weißt von einem Ausweg und hast trotzdem deine eigene Tochter eingesperrt, nur um das zu verheimlichen. Warum? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Er hat schliesslich einen Weg gefunden, sein Leben auf unbestimmte Zeit zu verlängern, den Tod zu überlisten. Er sei so unsterblich geworden wie Götter. Er kann ehrlich gesagt... Aha, könnte ich ehrlich sagen, dass ich mir das nicht auch wünschen würde? Aha. So, dir gefällt das, hä? So. Händige den Schlüssel aus, sofort. And why would I agree to that? Was hindert mich daran, einen gewaltsam zu nehmen, sein Beschützer? Es ist moralisch gesehen die richtige Entscheidung. You and your pathetic morality. Nobody cares about your opinions, least of all, me. Understand that to me, you've never been anything more than a useful idiot, and you're no longer useful. Ah ja. So ein nützlicher Idiot bin ich auch so gewesen, so. Ist das so? Aha. Und was hindert mich daran, mir nicht einfach gewaltsam zu holen, kann ich vergessen. Es ist noch nicht vorbei. I certainly hope not. In fact, I want it to go on and on forever until you wither and die like Al did, and the gods send yet another useful idiot to extend my life for me. Ich werde einen Weg finden, den Kreislauf zu brechen. Das kann ich versprechen. What are you going to do? Beg the gods for help? They don't care about you, and neither do I. Now, get out of my villa. I'm bored with you. Isn't the great temple a new face? Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Ich habe die Leute noch befragt, wie sie das... wie sie hier gelandet sind und was? Und versucht, das Muster herauszufinden. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, warum du das sagst. Aber du bist zu der richtigen Person gekommen. Hast du ein Muster gefunden? Was hast du festgestellt? Eigentlich nichts. Oh, well then. Keep asking people how they wound up here. Ja, ich muss mehr mit den Leuten reden, alles klar. Come back to me. Also, wir müssen schnell ein paar Gespräche führen.
Es ist dunkel geworden, langsam. Ah ja. Moment, schnell. Ave. Ave again. Did you find what you need? Mir läuft die Wahl. It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Ja, schnell mich überlegen. Certainly. Oh my. I take it people are quite direct. I suppose it's quite usually, however. Oh, hurry. Let's do it your way. You really don't know? You are from far away, aren't you? Well, I am one of the priestesses, charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is? Ich bin eine Priesterin, die damit beauftragt worden ist, die heilige Flamme in Roms Schrein der Vesta stets lodern zu lassen. Ich nehme an, du weißt, wer Vesta ist? Nein. Kannst du mir mal auf die Sprünge helfen? Vesta is the mother goddess of hearth Muttergöttin von Heim und Herd, sowie die Wächterin des römischen Volks. Okay. Und was machst du? Put simply, I tend to the temples, ensure their sanctity is preserved. Sie schaut zu den Tempeln und dass ihre Heiligkeit bewahrt wird. Warum? Why? So that we continue to honor our gods, invite their blessings and not bring their wrath down upon us, of course. It's vital that we keep them appeased and remain in their good graces. Damit dass man unter den Göttern einfach gut dasteht. Ganz einfach. Gut, kurz und bündig. Habe ich doch keine anderen Optionen? Noch nicht, ja, okay. Dann muss ich wirklich ein bisschen umfragen. Come back to me. Habe ich die Mission überhaupt wegen dem Umfragen? The many shall suffer for the sins of the one. Finde heraus, wie du wieder zurück in die Vergangenheit kommst. Hallo, Al. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Alworth, ich bin eigentlich hierher gekommen, um dich zu finden. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Also ich bin eigentlich Leonidas und ich hoffe, du wüsstest, wer ich bin. Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina and murdered a local magistrate,
breaking some kind of ancient law. It said that the voice of a furious god rang out, and the ground trembled and statues sprang to life, firing arrows at the city's inhabitants. Apparently, as the citizens screamed and died in pain, the stranger just vanished in a flash of light. Okay. Er hat jetzt hier eine Steintafel gefunden, die Folgendes besagt. Habt mich fest. Vor rund 2000 Jahren ist hier etwas ganz Schreckliches passiert. Ein Fremder aus anscheinend einer ganz anderen Welt ist durch den Prospestria-Tempel gekommen und hat den Magistrat erschossen, wodurch dann anscheinend ein böser Fluch ausgelöst worden ist und alle zu Gold geworden sind. Und witzigerweise habe ich den gleichen Namen und einen goldigen Bogen bei mir. Ob ich mit dem etwas zu tun habe? Meine Antwort, eigentlich bin ich das gewesen. What? You're saying you were here 2000 years ago? I'm not sure I understand. Was? Du sagst, du bist vor 2000 Jahren da gewesen. Ich bin nicht sicher, ob ich folgen kann. Als ich das erste Mal hier in der Gegenwart eingetroffen bin, habe ich deine Leiche an einem Galgen gesehen hängen. I'm sorry, come again? Ich habe noch immer den Abschiedsbrief. Der Abschiedsbrief, den du in die Tafel geritzt hast. Bist du gut da? Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. Es ist von einer anderen Version von dir geschrieben. Ich habe ja die Vergangenheit und dein Schicksal verändert. I'm not following. Ich habe den Mann getötet, der ein Zeitportal geöffnet hat und dich in die Zeit gezogen hat, um zu verhindern, dass das jemals geschehen wurde. Jawohl, genau das war mein Plan. Ich dachte, wenn ich jetzt auf einen Magistrat schiesse, löst sich das Ganze vielleicht von selber auf. So you're saying, because a man from 2000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Jetzt hast du es verstanden, genau. Du sagst also, weil ein Mann vor 2000 Jahren gestorben ist, hat er nie ein Zeitportal geschaffen, also bin ich nie durchgegangen und deshalb kann ich mich an nichts von dem erinnern. Jetzt hast du es verstanden, jawohl, ja. I guess. So what you're really saying is, you brought me back from the dead to let me die all over again. You saw the tablet. I spent a lifetime searching for a way out and never found one. I can't see how I could possibly find one now, so it seems like we're both gonna die here. Ups. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. A mistake? You murdered a man in cold blood, and now there's a city full of dead people. And it's only a matter of time before we join them. I guess all those old Latin inscriptions were right. Pro peccata unius multis dolabunt. The many shall suffer for the sins of the one. Ende 1 von 4. Genial. Ich habe alles vermasselt. Au! Okay, Ende 1 von 4. Okay. Das geilste Ende ever! Da seht ihr übrigens die 3 Leute, die das meiste Werk kreiert haben. Ne? Sie haben natürlich noch geholfen, ne? Im grafischen Bereich und im Storytelling-Bereich und Collaborators. Ne? Die wichtigsten Leute haben ein Foto bekommen. Ne? So, das wäre Ende 1 von 4 gewesen.
Ich bin beleidigt. Das sind elende, gottverdammt verfluchte Huren Arschlöcher und wir dürfen wieder von vorne anfangen. Das glaube ich auch nicht. Ja, alles vermasselt mit der Idee, aber sie ist doch gut gewesen. Es wird nicht gelacht, die machen mir jetzt ein beschissenes Kaffee. Mein Gott. Ja, ich würde meinen, das sind mal derbe Konsequenzen für eine Entscheidung gewesen. Dankeschön. Also, wir haben das mieseste von allen Enden jetzt gehabt. Okay. Okay, das finde ich aber in der Ordnung. Wir haben mit dem miesesten Ende zuerst angefangen. Das finde ich tipptopp. Wir gehen jetzt Runde 2 durch. Das Mal gehen wir ganz anders vor. Ich liebe so Games, hä? Wirklich. Hey, endlich wieder mal jemand, der weiss, was richtig Game ist, Mann. Wenn's ein bisschen... Nein, also ich meine jetzt im Rätselbereich. Es ist ein Rätselgame, immer noch. Also gut, Runde 2. Neues Spiel. Sehr interessantes Game. Ich will heute mindestens noch 1 oder 2 Ende freischalten. Hey! You're alive! When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. I would have gone in after him, but if you can... Lomi! Oh, of course. Sorry. Ah, ich muss noch schnell herausfinden, wie du heisst. Schwarz. Oh, there's not much to... Da gibt es nicht viel zu erzählen. Fühlt sich an, als hätte ich mein ganzes Leben in einem aussichtslosen Job mit endlosen Pendeln verbracht. Weißt du, was ich meine? Ich schwöre, das ist der Charon. Ich schwöre. Wolltest du mir deinen Namen nicht sagen? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Ich würde wirklich gerne wissen, wie du heisst, wenn ich dir so helfen. Alright, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast, Karen. You're welcome.
Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Great. So you're ready to go look for Al? Was ist, wenn ich dir sage, ich verzichte? Are you serious? I just saved your life, and you can't do this one little thing for me. What kind of an ungrateful... Look, if you won't do it for me, do it for yourself. You want to know what you're doing here, right? Okay. My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Verdammte Scheiße. Ich habe ein Déjà-vu, ich habe das Gefühl, das habe ich schon gesehen. Aber was könnte echt das jetzt liegen? Dummies hier. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten. All knowledge of it lost, except no. Here, it reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Or a warning. Al Worth. Verdammte Schweinerei. Mir einfach das miese Ende reindrücken, nur weil ich schnell ein bisschen überreagiert habe. Gott verdammt nochmal. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Das Mal komme ich mit ein bisschen mehr Wissen, Game. Und wieder ein bisschen mehr Wissen. Ne? Schlampe. Hey, Meister Proper, irgendwie kenne ich dich. Aber was könnte echt das wieder liegen? Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost. So, let me make this nice and simple for you.
Live by our law here, and we'll all get along just fine. Not look. So that. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. Du kannst nicht ein bisschen vorwärts machen, gell? Ja. Die Scheiße ernst. Fortune smile on you, brother. Hä? Ah, merci. Das haben wir auch recht. Keep an eye out for Scintilla, would you? Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Hoi, Arschloch. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name, to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains many hundreds of years ago. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. Nor could I. And it... good. So, are you with me? Can I count on you to figure out? Ja, im Moment schon, ja. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia.
at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Ja, ja, jetzt habe ich mehr wissen, Bitch. Ugh, this place has become a thoroughfare. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doomed to lose the election? Muss man gleich schnell wieder alles ein bisschen anschauen. Da. Ah, wow, okay, okay. Aber... Salve. The many shall suffer for the sins of the one. Hey! Wo bist du, Schlampe? Ich wollte dich sehen sterben, du brauchst das, komm. Los, stirb. Die verdammte Schlampe weiss ja ganz genau, dass ich reingumper und ihn wieder belebe. So. Oh. Just attach the pulley to the rope over the leg. All right. Wir speedrunnen jetzt das Zeug schnell ein bisschen. Ixion turns. Geld brauchen wir eigentlich auch schnell ein bisschen. Stimmt eigentlich. Warum muss ich da bin? Weil das ein geiles Game ist, ein geiles Konzept und ich das zweite Ende jetzt so gesehen. Das ist der mit mir einmal. Wie heisst du? Fremdling, ja, toll. Ah, stimmt. Du kannst mir am Arsch lecken, ich komme nicht jedes Mal zu dir. What are you doing in here? Can't you see this? Ich She needs the resin of a... Ich weiss. Da. What? Quick, give it here. Yulia, Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. Hopefully in a moment she... That was extra... But how could you know she needed this exact medicine? And how did you even get it? I guess it doesn't matter. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Sure. What do you want to know? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it.
Oh, liebes Grüßli, wenn er noch... Ah, er ist schon weg. Oh je, oh je. Ja, stimmt, du hast ja gesagt, irgendwie 24 Stunden oder was, gell? Gladly. That's a shame. Thanks a... Wo ist die andere? A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Oh, a hurry, you say? Well, in that case, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. Why is that? The memes? What are the memes? Nein, nicht falsch. Ich habe mich entschieden, den Magistrat zu erschießen, aus folgendem Grund. Er tut selbstherrlich das Reich immer und immer wieder untergehen, weil er genau weiss, es startet immer wieder am gleichen Tag. Behaltet aber das Wissen vom letzten Mal in dieser Schleife, so wie wir auch. Und ich habe gehofft, dass ich die Schleife auflösen kann, endgültig, indem dass ich ihn schiesse, weil ich vermutet habe, er ist nur die Verkörperung von einem Gott. Aber das war nicht der Fall gewesen. Er ist zu gut geworden. Und ja, ich habe dann gemeint, der Kreislauf sei durchbrochen, aber ich habe nur eins geschafft. Ich habe die Prophezeiung von dieser Stadt tatsächlich wahr werden. Tja. Das ist hinten raus, wie es nur hinten raus können gehen, die Idee. As you wish, but... I wonder if... No. Du fragst dich was? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Okay, mache das. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Was ist denn mit Livia genau passiert? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from. Ja. And look, it worked. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Okay, jetzt muss ich Gespräche führen.
Jetzt muss ich Gespräche führen. Das heisst, ich fange mit dir an. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Was ist die Geschichte, Kollege? The name's Domitius. You want to get to Malleolus, you go through me. Wenn ich zum anderen Trottel will, der seine Frau einsperrt, muss ich durch ihn durch. Das ist nicht das, was ich gefragt habe. Warum bist du wie ein Gladiator angelegt? Why? Because I am a gladiator. That's why. Nein, du sagst, er ist ein Gladiator, darum. Aber ich sehe hier nicht einmal ansatzweise eine Arena in der Nähe. You wanna see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. Whatever. Just remember, I'll be watching. Du bringst mich nicht weiter. What is it, citizen? Was ist die Story? I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Wie bist du hierher gekommen? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some Genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Huh. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. So. Das heisst, nächstes Mal, wenn ich die andere finde, die Tochter, die der andere eingesperrt hat, muss ich auch das erste Mal mit ihm reden, vor allem. Bevor er sie... Ja. Ja. I don't see why not. Just make sure I get it back. Kein L. Warum hast du da nicht drin? Warum hast du da nicht drin? Of course. All right. So. Ich weiss, dass du meine Hilfe brauchst. Ruhe jetzt. Ich bin dran. Es ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe, you know. Okay? Name's Rufius. Better watch your step. Can't talk long. Got to stay sharp, but... family's from Seleucia on Tigris.
Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. One they call Ironclads. Wie bist du da gelandet? Same way as everyone else. Ja, das bringt mich nicht wirklich weit, du dummer Wichser. Du bist nicht gerade wirklich gesprächig, hä? If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Was beschäftigt dich denn? None of your business. In Troite ipsam coming Schule. If we have to. Whatever. Ah, a fellow traveler from a faraway land. Greetings. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Ich komme jenseits von eurer bekannten Welt an. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Was ist deine Story? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forest. Schneider, so. Wie bist du hierher gekommen? A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Warum erzählst du mir nicht einfach an das, was dich erinnerst? I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares. And drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Du bist also der Tiber runtergeschwommen. Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Okay. Anything you like. I hope that our paths cross again soon, my friend. May Apollo keep you safe. Feeling all right? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. Das wissen wir. I'm tired and out Weiss ich auch. Wie bist du da hergekommen? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked, and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned,
I ran. I could barely see for the smoke. And the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else. The next thing... It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Well, she used to run the clinic. She was a mid... Habe ich die auch letztes Mal schon gefragt. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. Eben ja, I wegen just dem know Rheuma, Livia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know. Really? That would be wonderful. Thank you. Let me know how you go. Erreiche Nevia im Palast. Genau, du hast ja das hure Rheuma. Genau. Genau. Jetzt muss die so oder so zuerst sterben, bevor dass wir den Pfeilenbogen uns holen können. Ja. Ja. Help! You have to do something! Thank you. I have to... What? We don't have time for this. Ugh. The shrine is collapsing! Tja. Wir gehen uns jetzt schnell 2'500 beinahe Denar holen. Und dann müssen wir aber gleich wieder säckeln, damit das die wieder lebt. Ne? So ein strange geiles Game-Erlebnis, Mann. Du musst vierdimensional denken, mit Zeit. Das habe ich so wirklich noch nie gesehen. Also wirklich genial. Also. Jetzt holen wir uns richtig fett Geld. Salve, friend. That's what we've... Here, in this place, but... Oh, much the same way as many of the others. Oh. If you like. All right, well, it was... I can't believe this is how it ends. Jetzt. Oh no. No. Orpheus, Zudem sind wir schnell ein Arschloch. From there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? What? I know, please. Viel Glück dabei, bin mal Your weg. life's in danger just as much. Are you really just going to walk away? Jupp, I tschüss. see. Well, if we survive, I'll remember this. I am out. Wherever you are. Scintilla, my love. I'm sorry. Orpheus, no!
Jetzt komme ich jetzt das über. I can't believe he went through with it. Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that... I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. Thank you. Thank you. Siehst, hätte ich gerne mal den Schlüssel. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will enjoy the freedom you deserve. And yes, no more shall you walk on, eggshells. Yes. No more shall you walk on. You're not so... I should hope so. This is outrageous. The many shall suffer for the sins of the one. Au! 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 Wo ist der Ausgang? Au! 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 Lass mich sein! Au! 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 Hört ihr auf mich schießen? Hey! Und Restart. Los jetzt! Du hast ein paar Sachen für mich zu erledigen. Oh, sounds serious. I'm listening. Die Madame liegt im Sterben, gang das Zeug bringen, fahr ab. Julia? Oh no. All right, I can do that. Abfahren. I'll go. But once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Geht die Scheissdreck an, gang jetzt. I love your clothes. So exotic. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward. The moment I laid eyes on you, I was So, du bist fasziniert intrigued. von mir. There's a light in your eyes I've never seen before. Es leuchtet in meinen Augen, was ich noch nie gesehen habe. And sophistication. Eine gewisse Gelehrtheit und Kultiviertheit. Ah, hör schon auf. Du machst mich ganz... Nein, mach bitte weiter. What was that? Some kind of joke? If it was, it wasn't funny. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. All right, see ya. Es ist, wenn ich dir den Schlüssel schnell klaue. And lets out his threefold braying. Livia,
Would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitate. The many shall suffer for the sins of the one. Sisters! Einfach schon wieder. Komm, Arschlochi, mach vorwärts. Ja, Geld geklaut, mach vorwärts. Schneller. Die kommt, die Statue, schneller. Mach vorwärts. Uff. Grüezi. Salve, friend. I'm Galera. Schnauze, da. Mach, was ich sage. Fahr ab. Okay. Mit dir rede ich gerade extra, ne? For a free drink at my tavern. Nein, nein, nein. Wie viel haben wir eigentlich jetzt Geld benannt mit diesen 2 Aktivitäten, die ich schnell durchgegeben habe? 4, 6? Das finde ich tipptopp. Herrlich. Dann holen wir uns jetzt den Pfeilenbogen oder reden wir zuerst mit den Leuten? Ixion turns. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does Ja, not recht. notice Das ist the gerade der crowds Hinweis that come. wieder. Sie weiss es. Sie weiss es. Kannst du mir etwas über das Muster erzählen, das du gesehen hast? You think you wish to know. Du willst das you glauben do oder not. wissen, aber du willst It es is nicht. better for you if you Es ist remain besser, wenn du ignorant. unwissend bleibst. Pandora's Die Büchse box von must Pandora stay muss closed. geschlossen bleiben. I'll Ich say werde no dir more. nichts mehr sagen. Okay. Was ist deine Geschichte? The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Der Others Unterwelt, follow their ja. trades, imitating their previous Für das Leben lives. nachzuahmen. Ich verstehe. Ich komme wieder. The newly arrived are ignorant of the road before them. Ich komme wieder, Madame, ich komme wieder. Gell? Also, das Mal können wir es retten. Salve. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Was ist deine Story? You mean, how did I end up here? That is a lengthy tale. Ich habe Zeit. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done.
Du bist also vor die Wahl gestellt worden, entweder das Mädchen oder deine Ware. Du hast dich natürlich für einen Wagen entschieden. Of course I chose the car. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. Du kannst dir ja jederzeit einen neuen Slave kaufen, ja. Realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Du kannst dir ja einfach eine neue Sklavin kaufen, ja, ja. Mhm. Ja. Ich glaube, ich verstehe. Naturally, I dived in after it, hoping to salvage my fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune, because this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Ich bin gegangen, Kollege. Very well. Another time. Help! Thank you. I have to hop. What? Why? All right, fine. Come and find me my bakery instead. Please be careful. Ich will mit Pfeilenbogen wieder. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Bye bye. Curse you, cultist. Ich hab's nicht gemacht, Duli. Stimmt, die habe ich ganz vergessen, Kollege. Die habe ich ganz vergessen, hoi. Hello? Hello? My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. So, was hast du gemacht? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Du hast nach Schatz gesucht, aber du musst dich nicht mehr genau erinnern. Aha. Du bist also ein Dieb, oder wie? No! I would never! I'm good! Ist das alles? They said I did it. More than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Mhm. Yes.
They said I have to live here now, and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you think you could read it for me? Da wird vom Magistrat vor allem erklärt, warum er eingesperrt ist, weil er den Drang zur Kleptomanie hat, aber gleichzeitig auch Amnesie immer wieder. What does it say? Und dass man ihn mehrmals schon beim Einbruch erwischt hat. Und damit dass die gute Regel nicht gebrochen wird, die sie ihn einsperren. Macht irgendjemand durch ziemlich Sinn. Finde ich. My treasure. Was für ein Schatz. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Wenn man den Schlüssel gibt, kann ich selber herausfinden, was aufschließt. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. What about the rules? I don't want everyone to get in trouble because I was bad. Like Galerius. He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here and I can give you the key to my treasure. Was, der Mr. Hannibal said Proper? it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. So. Bye-bye. So, der Mr. Proper zur Kandidatenwahl stellen von dieser Wahl hier. Da muss ich auch noch herausfinden, wie ich das bewerkstelligen kann. Etwas lustig. Du, etwas lustig.
What the fuck? Ich bin so verwirrt. Ja, Messi, Messi. Yahoo! Wo ist die Kacktruhe? Ah. Jawohl, so habe ich das gern. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Sag mal, wer ist das? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But, on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ich versuche das ja gerade, jawohl, ja. Er hat gerade sehr viele Sachen aufgezählt, die Götter in Griechenland und auch andere Götter, die er gerade noch genannt hat, machen, um Sterbliche oder auch andere Götter in einem ewigen Zyklus irgendwie zu plagen auf irgendeine Art und Weise. Ne? Er hat dann ein paar Beispiele genannt. Und ja, genau so etwas durchleben sie ja gerade im Moment. Mit mir zusammen, sozusagen. Ne? Genau sowas. Du bist ein guter Cape, Galerius. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Die muss ich also irgendwie dazu bringen, an diesen Wahlen teilzunehmen. Ist das so?
Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Ah, hast du jemals in Betracht gezogen, selber Magistrat zu werden? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. So, warum ist der Dooley in der Zelle? Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being a thief. It's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. So. Der ist eigentlich ungefährlich, hat noch nie etwas gestohlen. Das verwundert mich nicht. Aber er kommt mir auch extrem verwirrt vor. Gladly. Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia. Camille, what? My mother more raided one night when I got my home. Yeah, well, and probably still be everybody. I got the next thing. See, even thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. All right, friend. Welche Indizien habe ich gefunden? Wo ist der Rotfaden? Wo ist das Ding? Da. Ja, das sieht gut aus. A new face. Arvo, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Ich habe die Leute noch befragt, wie sie hier gelandet sind und haben es versucht, das Muster zu finden. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, warum dass du mir das sagst. Aber du bist an der richtigen Adresse. Hast du ein Muster gefunden? Nein, die meisten reden von einer Münze. Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person, don't we? Man nimmt Wunder, ob sie aufs Gleiche kommt wie ich. Alle reden von einem Fluss. Yes, I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Viele Leute reden von Gedächtnislücken. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? Jawohl, wir haben eine junge Frau angetroffen. And did you happen to catch her name? Karen. I see. And was this Karen by any chance wearing a hood? Ja, sie hat tatsächlich einen Kapuzenpullover getragen. Wieso weißt du das? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Okay, wir treffen uns in den Bädern. But don't follow too
too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Keep an eye out for Scintilla, would you? What is it, citizen? All right? Das Mittel gegen Rheuma haben wir vorhin hier rausgenommen und den Schlüssel hat uns die andere gegeben, die die Statuen schälen. Dir habe ich das Leben gerettet, aber gleichzeitig haben wir erfahren, dass es dir ziemlich scheiße geht beim Anger. Und der andere, der Selbstmord gemacht hat, haben den Pakt. Was there something you wanted? As much as I'm grateful that you tried to help. The golden... Please. All right. So when she was supposed... So she's... I had to sign an agreement saying You figured it out already. I wish I'd been so astute. Drink this, she said. Of course. I went to Sentius and begged for help. I thought I'd be on my hemlock. I just wanted it to be over. I brought it on. When I've recovered, only this time, honestly. I doubt it. It seems this is the fate the gods, at least until... A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but... Thank you. Jetzt weiss ich auch ein bisschen mehr. Vielleicht kann ich ihn jetzt vom Springen abhalten. Wo will ich her? Obwohl... Ja, wir gehen zuerst zu ihm. Und nachher ins Bad, in dem Fall. Das ist ein scheiß weiter Weg zu diesem Typ, Kopfdamm. Das mal kann ihn vom Selbstmord abhalten. Jetzt kenne ich die Geschichte. Und Geld haben wir auch genug. Nachher gehen wir den goldenen Bogen holen. Jawohl. Und der Schlüssel, das ist am anderen, jawohl, ja. Dann müssen wir schauen, dass der Meister Proper zum Magistrat wird. Mal. Salve, friend. All right, well... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. Ulpius, what are you doing? That's the idea. What?
Why do you think? I know things. Please, I'm sorry, but I just don't care anymore. please, Ulpius. Help him. If he could... Thank you. Let me guess. You're going to lecture me on how I screwed up my life. That's what's wrong. I'll be stuck slaving away for that Culus Cumulatis Malleolus for the... I'm out. Wherever you are, Scintillum, my love. Nee, hallo? I'm sorry. Ulpius, no! That was not your fault. I'll have to let... and I... Damn it. Also gehen wir zuerst noch schauen wegen der anderen. Ich kann den halt nicht bewegen. Finde einen kreativen Weg in die obere Zisterne. Ja, ha, du bist so eine Witzkiste, wirklich. Finde einen kreativen Weg. Ich komme dann mit dem Goldbogen wieder. Dann finde ich den kreativen Weg. Warte nur. Arschloch. Gottverdammtes Arschloch-Game, Elends. Ne? Also gehen wir schnell zu der anderen in dem Fall. All right, you're here. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. Willst du mich verarschen? Somebody waking up by a river in a forest. Ich habe wieder mal recht gehabt. It's just as you described. Es ist genauso wie du beschrieben hast, nur ausgesprochen nicht Karen, etwas Charon. As in Charon, the ferryman of the dead. Der Fährmann der Toten. Charon, who in exchange for the right coin helps the souls of the Das Styx ist verlassen aus dem Land, das mit lebenden Toten trennt, jawohl, ja. From the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. There are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry.
I take it you know what this means. Ja, wir sind in der Unterwelt. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. So, der Gott Pluton wird also auch als der irgendetwas mit Reichtum und bla 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 beschrieben. Ja, ist definitiv gerade ein bisschen viel aufs Mal. Jawohl. Ich habe Fragen. Wir sind also tot. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Sie kann uns das nicht wirklich beantworten. Weil es gibt auch Gerüchte, dass Lebende das Reich betreten können. Ja. Und das kannst du mir über den Charon erzählen? Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. Der Obolus, den sie an ihren Familien, Griechen vor allem, amigs auf die Augen oder auf den Mund gelegt haben, sind immer griechische Münzen gewesen, egal in welcher Kultur, weil das Wissen nun mal von den Griechen gekommen ist. Warum haben wir alle den Charon nicht gerade gekannt? Ja, wieso nicht? Weil er uns zum Beispiel als junge Frau erschienen ist. Du dumme Wichser, das ist eine blöde Frage. To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described. And he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood. And I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kurti. Mit einem Widerkopfschmuck. Described meeting a stranger Der named Rufius. wearing an eagle Adlerkopfschmuck. Whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort. And their name Und immer ein Name mit K. Jawohl, ja. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Ich weiss nicht, wenn ich zurück zum Charon komme, Madame. Warum sind so wenige Menschen in der Unterwelt? Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. Das stimmt. Sie hat sich schon manchmal gefragt, warum das ein unsterbliches Wesen wie der Charon von Seelen, die sowieso übergehen ins Totenreich, eine Münze will. Das macht ja gar keinen Sinn. Was will er mit diesen Münzen? Und das stimmt eigentlich. Das ist wirklich eine gute Frage. Und er hat sie uns ja nicht abgenommen. Er hat nur geschaut, ob wir haben.
Aha. Vielleicht sind die Münzen, die wir bei uns haben... Was? Vielleicht sind die Münzen, die jeder bei uns bei sich hat, besonders. Das könnte erklären, warum wir hier gelandet sind und so viele andere nicht. Das war alles. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it. If we don't want to be cast into gold for eternity. We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Jawohl. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god. Hat mit der Stärke eingeschüchtert, jawohl, ja. Haben sich beide auf ihren Verstand überlassen. The goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide. Mit einem Spirit Guide. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Also entweder mit dem Gott der Unterwelt direkt konfrontieren oder mit Proserpina oder einem anderen Führer einen Ausweg finden. Du bist schon lustig, wie soll ich das machen? Wie soll ich mit Göttern... Nicht aufregen. Nicht aufregen. Das Flüstern ist sicher die Proserpina dort. Proserpina, ja. Mir ist aufgefallen, dass es vermeidet ist, den Gott von der Unterwelt beim Namen zu nennen. Warum? All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. Weil wir uns hören können, ja, okay, ja. Pluto, if you wish. Der If you'll Pluto. only be calling attention to yourself, do so at your own peril. Erzähl mir mehr über die direkte Konfrontation mit Pluto. Is everyone so blunt where you're from? Mann, halt die Schnurren, lass mich doch den Namen aussprechen. But also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demigod. Forgive my candor, but you are no Hercules. Ah ja. Ich habe ein paar Asse im Ärmel, glaub mir's. I'll admit, you do seem different to anyone I've ever met. And even that lamp of yours looks like something Prometheus might have stolen from the gods. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. But first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. The problem is, the door has been sealed shut for as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. Was für ein Obelisk? I'm not sure if you noticed, but there are 4 plaques missing from its base. Hä? It Nee, looks as though wo? somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing Was? so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. Was kannst du mir über den Obelisk genau erzählen? Und die 4 Tafeln? Ich komme nicht ganz nach. It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too, although how is a mystery. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style. Eine Seite römisch, griechisch, ägyptisch und eine, die sie nicht kennt. That means Christlich, you need to denke recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian,
and a Und die fourth 4. for rätselhafte mystery Tafel. Ja. 4 Tafeln finden. Ja. Den Obelisk muss ich auch noch finden. Wo finde ich die römische Tafel? Good question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. And there's only one group of people I know of who might want to do that. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Theirs, of course. They've been known to start fires, as well as deface religious monuments whose existence challenged their beliefs. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps, if you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. Das ist gerade ein bisschen sehr viel Information aufs Mal gesehen, Boss. Heiland Donner. Okay. Ich erkläre noch so während dem, was ich dann mache. I don't know. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. Den kennen wir, ja. Und was ist mit der ägyptischen? Perhaps Kabash, our Egyptian resident. Ah ja, logisch, ja. Unfortunately, he disappeared weeks ago. Was? But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern, so perhaps you could talk to her, or just take a look in his room. Mhm. Und die rätselhafte Tafel? I'm afraid you're on your own with that one, but perhaps finding the other 3 will illuminate the way. Okay. Verrät man mehr über die Flucht mit der Hilfe von Prospertina oder einem Begleiter? As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Oh. Okay, der Gott von der Unterwelt hat auf jeden Fall die hierher entführt und gegen ihren Willen festgehalten und gezwungen, ihn zu heiraten. Das ist ziemlich furchtbar. It is. The gods are a mirror image of mankind, as far as cruelty is concerned. Ja, das habe ich auch gedacht. If the stories are true, I imagine she's as desperate to escape as we are. If she really did help Orpheus and Sisyphus, perhaps she'll help us too. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Nein, ich bin definitiv keinem Geisterführer begegnet auf meiner Reise bis jetzt, nein. Aber ich höre hin und weibliche Statuen etwas zu mir zuflüstern. Truly? And you're only bringing this up now? Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say? Es ist immer dieselbe Stimme, ja, und sie hilft mir. Auch wenn es meistens kryptisch ist. Fascinating. Perhaps she's a benevolent spirit. Or perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. Das denke ich eben auch, ja. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Noch nicht, nein. Oh, I see. Well, let me know if you hear anything that might be a thread through this labyrinth.
Ich bin mal gegangen. All right. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Ja, ich werde sie besuchen nachher, die alte Frau dort. Ja. Ich werde mich zuerst mal mit der Livia unterhalten. In any case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Fortuna ist immer bei mir, keine Angst. Das ist sehr viel Information aufs Mal gewesen. Ich will zuerst jetzt mal den Obelisk anschauen, den sie gemeint hat, wo erstens mal der Name vom Gott von dem Tempel verunstaltet wurde, damit dass man nicht lesen kann, welcher Gott es angeht. Ich nehme an, das wird der Tempel dort oben sein. Der Obelisk habe ich mir allerdings nicht geachtet. Jetzt darf ich noch mal drauf säckeln. Oh, verdammt, hier, wirklich. Welcher gottverdammte Obelisk? Ah. Grüezi wohl. Ägypten. Christlich. Römisch. Griechisch. Jawohl. Also Griechen, Römer, Christen und Ägypter. Alles auf einem. Vier Tafeln. Ja. Puh. Damn it. God damn it. Dann holen wir uns jetzt den Golden Bogen, würde ich meinen. Jawohl.
there. And good. And oh, now you must. So, are you with? And here we are, the gold leaf bow. Dankeschön. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you. Is that you, partner? Do you have the bow? Yep. Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. And yet you did. And now, here we are. With me out here and you in there. Until you give me my bow. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Not a very effective threat, is it? See, your first problem is, you're in there, and I'm out here. Your second problem is the golden rule. What are you gonna do? Kill us all? It's an empty threat. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognise my own handiwork. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Du hast hohe Pfeile überall, sehr schön. Ich bin nicht verrückt genug, Pfeile zu haben, wirklich nicht. Hey.
Einen Weg in den Palast finden. Hinter verschlossenen Türen, ja, dem kann man so sagen. Ja. Auf die Schnur. Blöd Shitface mit seiner Fresse. Ui, 64 Pfeile. Noch mehr. 71 Pfeile wollt's haben, Anton. You're not supposed to be here. Fuck. Ah, fuck. Ah. Scheiße. Das ist gemein gewesen. Ah, hallo? Der dumme Wichser. Dammi nochmal. Das ist so ein Glauber.
Yo. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small masses I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering the way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Arschloch.
Ich muss schnell etwas machen. Ich sehe keinen Scheiß mehr, weil die Sonne da auf den Bildschirm reinbretscht. Ich habe einfach nur noch eine grosse weiße Fläche gesehen plötzlich. Gott, verdammt, hure schlimm. Das verdammte Glashäuschen, das sie dort aufgestellt haben. Also ich blendet mir gerade alles direkt in die Hütte rein jetzt. Eieiei. Naja. Ist ja nicht so schlimm. So. Der meiste Proppe muss irgendwie noch Magistrat werden. Am anderen sein Selbstmord konnte ich wieder nicht verhindern. Verdammte Scheiße. Ich glaube, ich muss die freikaufen, beide, und erst dann darf ich ihn besuchen, dass ich ihm sagen kann, Kollege, du hast keine Schulden mehr. Genau, das ist ein Plan. So gut erzogen, hä? Aha. Will man es merken. So viele Schmetterjäger-Aktionen, wie du sollst erdulden, bist du dann auch goldig. Warte nur. Ich bestiche hinter den Charon, dann kann ich dann auch dort in die vergessene Stadt bringen. Dort, du. Dann wollen wir dann schauen, wie lange du es schaffst, niemand zu gut werden. Bestiche den Charon heute, dass ich dich holen im Schlaf. Aber ich muss noch schauen, dass es dich wieder zurückbringt. Irgendeine Bedingung bingen. Ne? So für eine Woche ein bisschen nach Forgotten City. Schau, dass du ein bisschen Gold mitnehmen kannst, gell? Ja, die Karen ihre Nummer, Pass.
So. Jetzt. My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, if the sun it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath, and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken, undeterred, pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to feel most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength in those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to undo you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this god's forsaken place. Oh mein Gott, ich kann das immer noch nicht ernst nehmen. Es sind einfach wirklich Menschen in diesen Statuen. Das Problem ist, du kannst das Gold nicht einfach wegnehmen. Das geht nicht, weil dann nimmst du Stücke vom Menschen weg. Das funktioniert nicht. Dann sehen sie eben auch so aus. Oder so. Ne? Das kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht. Und sterben können sie auch nicht wirklich. Aber den Rest von ihrer Existenz in Schmerz verbringen, das dürfen sie. Oh mein Gott. Und der Rest von der Existenz ist ewig. Ei, 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 ei. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And, worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace, for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her.
To see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. What's so special about you? What do you mean, the same voice? Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Were you planning to wait until I'd done all the hard work, then swoop in? Is that it? Liar! You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. What? What are you talking about? Wait. So you're saying you weren't coming for us? So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this. And in so much pain. It's the air. Coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. It's too late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. What? How? Really? I'm not sure I believe you. But if you can undo this mess, I'll tell you what you need to know. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? You did it. You took away her pain. I don't know what to say. Thank you. Thank you. I swear I will never harm her again. I swear it. I'll stay here to keep her company. But these poor souls, what can be done for them? I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. In any case, I must honor our bargain. The treatment for rheumatism is willow bark. I believe there's a pot of it already in the Shrine of Apollo. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Go, and never return. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ik sehe keinen Scheiß. Das finde ich nicht nice. Ik sehe keinen Scheiß. Aua, Gott.
verdammte Scheiße. Okay, das funktioniert besser als erwartet. Okay, dann muss ich zuerst mal jetzt hier rüber. Geht nicht. Okay. Wäre jetzt witzig gewesen. Wo war das? Ne? Irgendwo da. Genau, da vorne. 4 Tafeln. Aha. Treasure Hunter. Okay. Es gibt ein paar Orte, wo wir probieren können. Nämlich. Da ist der Eingang, jawohl, ja. Ein Liebesgedicht an eine nicht näher spezifizierte Frau. So. So. Dies ist die letzte Warnung, Sünder. So. Ne, wenn wir das Game am Spielen sind, wird auch bei euch daheim schön brav sein, ist das klar? Ne? Und nicht so freche Sprüche über den Beamen da. Ne? Das könnte Sünde sein, ne? Wehe, ich habe noch gewarnt, he? Du hast ne? So etwas würde der Menschheit wirklich mal gut tun. Ja. 99,999% sind eher gut und einer muss das Problem dann lösen oder so. Das wäre lustig. Ich wäre auch gerne, der das Problem löst. Nein, ich tue jetzt gerade ein bisschen Erfahrung sammeln für so außergewöhnlich extraordinary Erlebnisse. Ne? You, Tantalus,
cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Ich weiss, wo wir sind, Madame. Say it. Speak its name. Die Unterwelt. Then it is true. I was right. Yep. I thought I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was die Einzige, die es gemerkt hat. Until I wasn't sure if I was deceiving myself. Ja, und dann hat sie an sich selber angefangen zu zweifeln. Seemed cryptic. Und ist I durchgefallen. found comfort in reciting the Metamorphoses by Und our jetzt great poet Ovid. He gives hat sie sich such zwar an wieder uncanny beruhigt. description of this place. I cannot help but wonder if he himself came here. Would you like to hear it? Ja, erzähl mal. I will do my best to remember the relevant verse. There is a downward path. Es gibt einen gloomy with abwärtsführenden fatal Pfad, yew düster mit tödlichen It Eiben. leads through Er dumb führt durch silence stummes to the Schweigen zu infernal den höllischen regions. Regionen. The sluggish Styx exhales Wow, Dunst vapor, wabert über den and by Tränen that Styx way, und steigend the in shadows of auch the newly Schatten der dead frisch descend, Verstorbenen hinab, entombed gemäß with der full Bräuche rites, beerdigt und and the die ghosts Geister of derer, those at die last schließlich doch given angemessen proper burial. bestattet wurden. The wide, thorny Die weite, waste is dornige cold Einöde and ist pallid, kalt und fahl and the und die newly neu arrived shades angekommenen are Schatten ignorant of the road kennen that den leads Weg to the nicht, der Stygian zur city, stygischen Stadt where führt, Black Dis wo der schwarze has his Diss cruel seinen palace. grausamen As Palast the ocean hat. accepts the rivers of all the Wie world, der so Ozean der this place Flüsse die accepts all Welt the souls. willkommen heißt, tut And is never dieser too Ort small dasselbe for mit any Seelen. populace, Und nor er ist notices niemals the zu crowds klein that für come. irgendeine Bevölkerung. There the bloodless shadows wander Dort irren die without blutigen flesh or Schatten bone. ohne Fleisch oder Some Knochen crowd umher. the forum, Manche some scharen the sich house of um the das ruler of Forum, the depths. andere um das Haus des Herrschers der Others follow Unterwelt. their trades, Andere gehen in den Handwerk imitating nach their und previous versuchen ihr lives. früheres Leben And still nachzuahmen. others Und wieder incur andere werden punishment. bestraft. I hope I have done it justice, and now we share a secret. It's as if you've lifted a great burden from my shoulders. Thank you, friend. I think I should rest. Du hast mir gerade 2-3 Sachen verraten, die interessant sind. Muss ich sagen. Das sind gerade alle da. Did you steal it from the gods? That's That some lamp. Not bad. Not bad at all. I'm guessing that Promethean fire's not for sale. Oh, hello there, partner. I'm glad you're here. I think there might have been some confusion about my little practical joke earlier. You see, my plan was to give you a little fright. You know, like two friends joking around in the Saturday versucht es and then natürlich jetzt surprise, rauszuschnorren, I'd open ne? the door. But when I opened it, you were gone. Partner, there's no need for threats. Das ist keine Drohung, Kollege, das ist ein Versprechen. Yeah, well, I don't have to listen to this. Get lost. Mögen die Götter gütiger zu euch sein, als sie es zu uns waren, Fremder. Ja. Ja.
Ja. Ha. Sometimes I stare at the great temple on the bluff, and I think, whatever is in there, it has to be. Da hat's Augen. Ja. Hey. Ich liebe so Zeug, wirklich. He? Wie haben wir gefunden, okay. Brauchen wir den vielleicht auf die eine oder andere Art auch irgendwann? Ne? Greetings and salutations. Grüß dich. Wir sind ein bisschen alles am Anglupschen, mit uns es wird immer wie dunkler. Ah ja, sind wir dort unten schon gesehen? Moment schnell. Isn't the great temple majestic? Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Nein, in dem Fall sind wir noch nicht dort unten gewesen. Nobody's told you about Hannibal? Ugh. Well, Well, it's your funeral. Jetzt wird eine durchgeknutscht. Knutscht so eine reingeschaut. Du Käferpelz, Baueli, miau. Durchgeknutschte Mieze. Wird nicht gemotzt. Mir durchgeknutschte Mieze. Ja, du bist so ein armes Büsi. Jetzt musst du gerade Guteli haben, weil ich dich knutscht habe, oder was? Das gibt gerade die zweite Runde Knutsch. Und an. Miau. Der Blick. Ne? 2 Runden in Knutsch kassiert. Willst du jetzt zu viel Guteli, gell? Ja, und nach 2 Runden in Knutsch darfst du schon Guteli haben, Mama. Nach einem fetten Doppelknutsch-Attacke, ich, Mama.
weiter, so blöde Wichser. You? Who are you? Did he send you? And you know you're here. You have to help me escape before that monster comes back. I'm Scintilla. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. I don't know.
He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. There won't be enough time. Just you and me. What do you say? There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. What? No, you can't just leave me here. How can you be so heartless? I hate you. I spit on you. I hope Dis drags you to Tartarus. So, Game. Jetzt wird gespeichert, du Stück Mist. Jetzt wird gespeichert. So, jetzt kann ich jederzeit wieder genau an diesen Punkt zurück. So. Das hat jetzt mal müssen sein. Also. Wir fassen zusammen. Wir brauchen die 4 Tafeln. Wir könnten sie befreien, was in einem Desaster wird enden. Oder wir gehen jemandem sagen, wo sie ist und schauen, was dann passiert. Jawohl. Warum ist dort so ein blöder Vorsprung? Kann man das mal jemand erklären? Ihnen die Siechen gewaltsam umgekriegt, das ist einfach so lustig. Wo ist es denn da? Nicht du, der Anger. Wo ist das hier? Ah, sie hat mir es glaube ich gesagt. Ich brauche den Schlüssel dort gar nicht. Da. You made it into the palace. I'm impressed. How is Nevia? Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Gib das Zeug. Weidenrinde, jawohl, danke.
Lässig Thank you. einrichten, ne? I'm really glad you arrived when you did. That's a shame. Thanks a... Also, jetzt muss ich den nochmal wieder finden. Vorher war die Beizähne. Er ist es immer noch. Das finde ich tipptopp. On your best behavior, I trust? Name's Rufius. Better watch your step. What business is that of yours? Willow bark. And this will work? Oh, thank God. Finally, some relief. This is what I've been praying for. Maybe God hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, these cursed statues always watching, and the crisis of faith. It was too much. Started messing with my head. This is exactly what I needed to set it straight again. I owe you one. Okay. No idea what you're talking about. All right. After this, we're square. I think I have seen that plaque. Sorry I lied. Can't be too careful these days. Head into the caves behind the theater. Turn right again. Oh, and here. You'll need this key. You didn't get that from me. See you around. Ludo, die römische Platte haben wir. Sehr schön. What are you doing here? Please leave.
the fuck? Ah, die Wale. Das habe ich noch nie gesehen. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots, and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius? Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. Impossible! The many shall suffer for the sins of the one. Eros! That's how they turn you to gold! Dad, vedo. Salve, friend.
mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Oh, sounds serious. I'm listening. Yulia? Oh no. All right, I can do that. Poor guy. My uncle was a victim at rheumatism's altar, and he ended up killing himself. All right, got it. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. So, der übernimmt die Aufgaben, die ich schon gemacht habe. Nicht einfach zu dieser Wahl darf es nicht kommen. Wirklich falsch ist das nicht gewesen. Aber zu dieser Wahl darf es nicht kommen. Das heisst, der Tag hat doch eine Länge. Gestern habe ich doch noch gesagt, es ist auch ein Ewigtag. Nein, ist es nicht. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass es Nacht wird, also oben, dass die Wahl wird stattfinden und dass das gerade direkt wieder zu diesem Problem wird führen. Ne? Wir haben allerdings sehr viel neues Wissen. Wir haben eine neue Tafel und ich gehe jetzt die mal einsetzen. Mal schauen, was passiert. Das heisst, wir müssen dringend den Meister Proper können nominieren für einen Magistrat. Eine andere Lösung gibt es dort schon mal nicht. Ja. Ja. Das heisst, man muss sich auch pro Tag um ein anderes, grosses Problem kümmern. Ich verstehe. Und täglich grüßt das Murmeltier. Professional Edition. Yeah. Yeah.
ja. Oder creepy schießen die ganze Zeit. Dammi nochmal. Der andere ist schon krepiert. Sehr schön. Griechische Statue einer Frau. Vielleicht weiß ein griechischer Einwohner mehr über sie. Mhm. Die bröckelnde griechische Statue einer Frau. Sie steht hier offensichtlich seit sehr langer Zeit. Ja. Die griechische Skulptur des Kopfes eines Jungen. Ja. Griechische Leier, die mit einem Plektrum gespielt wird. Was? You carry the gift of Prometheus in your hand. Remarkable. Welcome. May I ask your name? It's a sincere pleasure to meet you. Tell me, what brings you all the way down here? Ah, Kabash. I know this man. He came through here some weeks ago. I will tell you everything I know. But first, a request. I've been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the Golden Rule? Pluton, Gott der Unterwelt. Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that realization before their time in the sun is over. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Wonderful. Then let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? Würdet ihr behauptet, dass ihr richtig von falsch unterscheiden könnt? Ja. And to what extent? In every situation? In den meisten. So,
you're not entirely confident. That is quite sensible. Indeed, I'm reminded of something Socrates once said. To paraphrase, better to know that you know nothing than to know nothing and think that you know. It is because knowledgeable people have learned enough to know they know very little. In the broader scheme of things, you see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Wessen Version von richtig und falsch? That is an excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Oh. Nächste Frage. Gibt es ein Moralsystem, das stets vollkommen frei von Fehlern ist, dem man in jeder Situation folgen könnte und immer richtig handeln würde? Nein, das glaube ich nicht. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Seid ihr euch sicher? Oder ist es möglich, dass die Menschen einfach noch nicht das richtige System erkannt haben? Mireille als Antwort, ich nehme an, wir haben es einfach noch nicht herausgefunden. Ich glaube, so etwas wie eine korrekte Moral gibt es nicht. Das Erste. After hundreds of years, and as many great thinkers dedicating their lives to these questions, what hope do we have if our best and brightest haven't been able to answer them? Welche Hoffnung haben wir, wenn unsere besten und klügsten Köpfe nicht in der Lage sind, diese Frage zu beantworten? Auf was willst du raus? My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Mein Punkt ist folgender. Ich glaube nicht, dass die Lebenden wirklich bindende Regeln kennen, wenn es darum geht, was richtig und was falsch ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Was ist mit, du sollst nicht töten? Surely you would agree there are circumstances where an exception may be made, such as where it is necessary for self-defense or to prevent a greater evil. For any rule, you can imagine there are countless situations in which that rule may be suspended, and those situations are impossible to codify. If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. Jetzt wird's tiefgründig philosophisch, mein Freund. Lass mich schnell deine Worte ein bisschen durch den Kopf gehen. Warte schnell.
Und das Leben unter Tyrannei ist überhaupt keine Utopie. Und warum nicht? I admit, I am talking a lot. Forgive me. I'm just excited to have company. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your questions. Wieso weichst du mir jetzt auf die Frage wieder aus? Weißt du, wo ich eine Tafel finden kann, wo im Obelisk entfernt worden ist? You seek the plaque bearing the Egyptian inscription? Genau. It is a cursed object, and I would be happy to give it if Kabash had not already taken it. Also gut, dann sag mir, wo der Kabash ist. I will tell you if you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead, Meter, and hid them here, out of reach of the Romans. Was hat das mit dem Kabash zu tun? I'm getting to that. You see, it was among these old Greek relics that I found the thing you seek. An even older plaque bearing an Egyptian inscription. Was hat sie ausgesagt, die Tafel? We had no idea until years later, when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. Und was ist dort drin, in diesen verdammten Katakomben? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the gate. Ich geh mal. I enjoyed our chat, but please, keep my presence here a secret, yes? Okay, okay. Too much information for my tired brain at this fucking moment. Okay. Ich nehme mal an, das ist die Tür, die wir letztes Mal nicht aufgebracht haben.
Da unten hat es schon mal keine goldigen Statuen. Ja, wir sind in den Katakomben. Jawohl, ja, wir sind in den Katakomben. Der hat uns den Schlüssel gegeben für die Türen, die wir dort nicht aufgebracht haben letztes Mal. Durch die Türen gehen wir später. Ich nehme an, da kann ich rein. Von der anderen Seite verschlossen. Dark Souls lässt grüßen. Wieder einisch. Sorry, ne? Sorry, ne? Tut mir das sorry, ne? What the... Und du... Die ist total anders. Aua. Aua. Was ist denn mit euch falsch? Oh mein Gott. So, ich muss mich in den Ring brechen. Gott Heiland Donner. Das finde ich frech. Das finde ich frech. Und
dass es so viel sind, finde ich im Fall auch recht. Ein ägyptischer Mann, der scheinbar auf der Flucht gewesen ist, ja. Ich hoffe, das ist nicht der Caleb-Typ da. Oder Kabash oder Kabash oder... Das ist auf jeden Fall nicht das, was wir suchen, leider. Die sind ein bisschen nerviger, die Gegner hier, muss ich sagen. So. Da ist plötzlich auf Ägyptisch. Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Aha. Da ist überhaupt alles Ägyptisch. Ich glaube, das ist noch aufgefallen, oder? Seid Vtienko. Arschloch. Eine Statue von Aker, einer ägyptischen Gottheit, die von bösen Geistern schützen und die Toten in der Unterwelt willkommen heißen soll. Aker, habe ich schon gehört, jawohl, ja. Das ist der Safe. Das ist der Safe. Nicht der Anubis, nein, der Safe. Ja, definitiv. Hat er einen Anker in der Hang, oder? Ja. Stop. Do not come any closer. Who are you? Ich bin Dan und du? Nein, der Anubis hat ganz sicher nicht der Ankh, der für den Wiedereintritt vom Totenreich ins Leben steht und oder in die Verbannung in Hades. Der Ankh steht für ein Seth. Anubis hat meistens zwei Stäbe in den Fingern mit auf dem einen ist meistens das Abbild vom Ra
Und auf dem anderen weiss ich gerade nicht mehr genau. Der hat meistens 2 Stäbe in der Hand, der Anubis. Nicht der Ankh. Der Ankh hat den Seth in der Hand. I am Kabash. And let me guess. Another Greek or Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors, Er hat das Gefühl, wir seien Römer oder Griechen, die weiterhin seine Vorfahren hier plündern. Sehen nicht die wie ein Griech oder Römer aus? Trousers, boots, curious here. No, I suppose you do not. Then what do you want? Ich suche nach einer ägyptischen Tafel. To what end? Ich will sie zum Obelisk zurückbringen. That is welcome news. You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Here, take it, and restore the honor of Osiris. Osiris, Herr der Stille. Wir kennen ihn gar nicht. Okay. Danke. Now, as for the other plaque. Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit, and there it was. You may not. In fact, I am about to destroy it. Wieso? Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. Was für verräterische, blasphemische Lügen. Kommt zur Sache. Inwiefern? I will tell you. But first, do you know what this place is? Du fragst mich, wo ich herkomme. Die ägyptische Unterwelt? Nein, nicht wirklich. Archäologischer Einblick. Die dort. Indeed. And I see In der Tat. you know Und ich our sehe, history. ihr kennt unsere Geschichte. Das ist die See Duat. what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story. Er ist seit Wochen And here unterwegs is da what I unten. have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld, they desecrated it, removing his name and replacing it with Hades. Even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. Hast du alles mitbekommen oder musst du schnell ein bisschen erzählen, um was es geht? Das ist das erste Mal am Osiris sein Reich gewesen, die Unterwelt. Ne? Wo dann auch die Griechen an die Macht gekommen sind und so weiter, ist die Unterwelt mit ihren Seelen natürlich überflutet worden. Und sie haben einfach alles rausgerissen, was die Ägypter ausgemacht haben, und haben es mit ihren Göttern ersetzt. Und wo die Römer nachher gekommen sind, nachdem die Griechen ein bisschen weniger Seelen übergeschwappt haben, haben die das gleiche Erbe gemacht. Und haben aus dem Hades, wo zuerst der Osiris war, dann den Pluto gemacht.
Wir haben hier ein hohes Göttergestürm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sein einziger Trost ist, dass die Griechen das gleiche Schicksal ereilt ist. Ja, und der Zyklus hat von vorne begonnen, aber natürlich, wo die Römer gekommen sind. Jawohl, ja. Ich kann verstehen, warum du die Vorbehalte gegenüber Griechen und Römern hast. Also, was ist das Problem mit dieser Tafel? It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us, and that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. But this, I cannot accept. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Eben ja, er redet jetzt auch vom Set. Nein, ich hab's schon gewusst. Was sagt die Inschrift? You will never know. This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris' name. Bitte nicht. You are too late. It is done. Nee. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. We shall see. Sumerier! Ich hab's gewusst. Oh mein Gott, kennt sich irgendjemand mit sumerischen Gottheiten aus? Passet auf, sumerische Gottheiten beinhalten ein Element von unendlichen Geschichten. Erkennt ihr das wieder? Das ist ein sumerischer Glaube. Kennt ihr das wieder? Das Endportal, wo der Artreo hin muss. Das kommt von den Sumerern. Ich weiss eben nicht mehr. Sie werden im Film nur Orakel genannt. So, die sumerische... Ich kenne das Volk gar nicht. Jetzt hat mich das Game so richtig geguckt. Jetzt... Auch da unten sind wieder goldige Statuen. Auch die Gottheit sagt man gar nichts. Aber sie hat Ähnlichkeiten mit dem Ra von den Ägyptern. Zeig mir die Tafeln noch einmal. Eine Tafel mit der Inschrift Nergal, tobender König, in Kuniform. Was? Kein Wort verstanden. Aha.
Eine antike mesopotamische Statue eines Wesens mit dem Kopf eines Menschen, dem Körper eines Stiers, jawohl, und Flügeln. Sie ist so positioniert, als ob sie den Eingang bewachen würde. Eine alte sumerische Statue. Wir haben es hier mit zwei Sachen zu tun. Eine ist Mesopotamien, eine ist symmetrisch. Entschuldigung. Eine alte sumerische Statue eines Mannes mit dem Kopf eines Vogels. Vielleicht ist dies Kumut Tabal, der Mann mit einem Vogelkopfschmuck, den Rifus sah, als er am Fluss erwachte. Oh. Oh. Der Charon will seinen Namen reingewaschen haben. Er ist so corrupted worden die ganze Zeit. Das könnte sein. Ist der Charon selber steckt hinter all dem vielleicht? Es wird kompliziert. Mein Hirn ist im Moment überfordert mit Theorien aufstellen. Es rattert. Vor allem, weil es ist im Moment im Erkundungsmodus. Ich habe gar keine Zeit jetzt zum Denken. Was? Erodierte Barrikaden. Es sieht so aus, als ob die Sumerer sich vor etwas verteidigen wollten. Nimrod, der geflügelte Löwe von Nimrod. Danke für die Info. Was sagen Sie über den hier? Kumut Tabal, was sagen Sie über den?
Das überrascht mich jetzt nicht. Vielleicht ist das gerade die Mission von dem Game. Fremdling, beherzigt die letzten Worte von Namkutsu. Seid Zeuge der Konsequenzen, die wir erfuhren, und betrauert uns. Wir taten unser Bestes, um so zu leben, wie es die Götter befahlen. Wir pflanzten und ernteten gemeinsam. Wir teilten Brot und Bier. Wir nahmen Neuankömmlinge mit offenen Armen auf, als gehörten sie zur Familie. Aber mit jedem Neuankömmling entfremdeten wir uns immer mehr voreinander, und bald schon war es, als würden wir uns kaum kennen. Als jegliche Nähe zwischen uns verloren gegangen war, pflanzten meine Brüder und Schwestern nur noch für sich selbst und aßen und tranken allein. Und dort, in den leeren Raum zwischen uns, begann die Sünde, Wurzeln zu schlagen. Neger als Wächter sind erwacht und stürmten auf unsere Barrikaden zu. Lernt aus unseren Negral. Nergal, okay. Nergal. So. Eine korrodierte Messingplatte mit sumerischen Markierungen drauf. Es scheint eine Druckplatte für eine Art von Falle zu sein. Fick die. Oh. Ja, eben wie gesagt, fick die. Irgendwie schmeckt es mir da unten im Moment gar nicht. Seltsames Objekt. Ein seltsames Objekt aus Stein in der Form eines Koffers. Wir werden wohl nie erfahren, welchen Zweck es hatte. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh. Ja, da komme ich später dazu. Leg mir gerade mal am Arsch. Okay. When I told you that you would not find a way back up, that was not a prediction. That was a promise. You will die here.
Also ich sehe nicht wirklich einen Grund, dass das in Gewalt muss enden. I disagree. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege, but you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Lass mir mal zu. Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? Es ist keine Schande, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor dir gelebt haben. Gott verfluchte Motherfucker. That may be true of many things, but this is different. If our gods were copied and corrupted from an older civilization, does that not mean they are false? Does that not mean our prayers to our gods all fell on deaf ears because we were not even addressing them by their true names? Wenn Götter existieren, ist es nicht etwa möglich, dass jeder von ihnen mehrere wahre Namen kann haben. Now that I think about it, my people would sometimes call Osiris the god of many names. Perhaps it is so. But the underworld of my people is so different to this one, and so unlike the way it was described by our priests. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at. And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Ja, mein Freund. Ja, so funktioniert der Glaube nun mal. Ja. So leid's mir tut. Ja. Also, und jetzt ein bisschen unvoreingenommen die Frage beantworten. Ist es nicht an sich gut, eine gute Person wollen zu sein? I am not sure I follow. Speak plainly. Selbst wenn deine Überzeugungen über das Leben nach dem Tod nicht ganz korrekt waren, ist es nicht das Wichtigste, dass sie dich motiviert haben, ein gutes Leben zu führen. Perhaps there is some truth in that. What is your point?
Willst du jetzt die guten Charakter aufgeben, jetzt, wo es am wichtigsten ist, nur weil du herausgefunden hast, dass du geblendet worden bist? You are persuasive. Very well. I will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while, and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. Kollege. Oh. Oh, shit. Uff. Schwenker. Sogar. Ist nicht wahr. Wo sind wir jetzt bei den Ägypten wieder? Ja. You carry the gift of Prometheus in your hand. Remarkable. God damn it. 1, 2, 3. Scheiße. Eine Tafel fehlt noch. Das ist eine Sache.
citizen. Stimmt. Jetzt, wo ich das wieder gelesen habe. Stimmt. Deeply honored to have been elected your magistrate. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Du bist also Quinticus. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Du hast ein grünes und ein blaues Auge. Genau wie die Beschreibung von dem Hinrichtungsbefehl von Kaiser Nero, Bürsteli. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Offenbar leidet Quinticus auch an Grössenwahn, ne? Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Ich kann noch nicht beweisen, dass es bist. Aber ich werde es. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Ich will, dass du von der Wahl zurücktrittst. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Weil sobald du gewünscht, wirst du die goldige Regel brechen. Don't talk nonsense. There's no such thing as the golden rule. Du wirst Sentius wegen Verrat verhaften und zum Tod durch Gladiatorenkampf verurteilen. Bürsteli. How could you possibly know that? Ich kenne all deine Geheimnisse. Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Now, get out of here! You outstayed your very limited welcome. You're not supposed to be in here. Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Warum bist du da eingesperrt? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. An intriguing proposition. Go on. Ich glaube nicht, dass die Goku da der ist, der behauptet sie. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look.
What makes you say that? Ich habe gehofft, wir könnten seine wahre Identität zusammen herausfinden. Ist nur so ein Gefühl. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Ich möchte ihn zwingen, von dieser Wahl zurückzutreten. To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. I've heard enough. Get out of here at once. Domitius, come quickly. We're being robbed. Weißt du was, du dumme Schlampe? Hä? The many shall suffer for the sins of the one. Impossible! Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Oh, it sounds serious. I'm listening. Yulia? Oh no. All right, I can do that. Poor guy. My uncle was a victim at rheumatism's altar, and he ended up killing himself. All right, got it. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Ixion turns. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your...
You're not supposed to be in here. Talk. What business? An intriguing proposition. Go on. Perhaps you know. Now, but oh, aren't you charming? I'm quite sure my husband would seethe with impotent rage if he overheard you say that. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. I want you to bring me some wine. Just one small urn should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. After all I've done for him, counselling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. So you'll help me? Thank you. Here's the letter. Quinticus, so. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. What? He's... Oh no. That's... quite a lot Ja, more serious than wird gesucht, weil Rom in Brand gesetzt hat. Und die meisten von euch sind wegen ihm da. Give me that immediately. Nobody else must know. What? No. You tricked me, you mendacious little stirkers. It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Weisst, Frau... die Wahrheit kann weh tun. I curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Tschüss, Snitch. So, Monsieur. Ne? Ich denke, du hast jetzt das Problem und wirst jetzt schön brav zurücktreten. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Du wirst von dieser Wahl zurücktreten. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands?
Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Wie ich dir schon vorhin gesagt habe, weiss ich, was du für eine Schlampe bist. So, it finally caught up with me. I suppose that makes you, what, one of Nero's assassins? Nein, nicht wirklich. Kannst dich glücklich schätzen. Darfst noch ein bisschen weiter den gleichen tun, als würdest du leben. So, you're not going to kill me? Haha, nicht, wenn du sofort von der Wahl zurücktrittst und alle in der Schulterknechtschaft von dir befreist. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'd let me live? Zumindest im Moment, ja. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There, you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Tja, ich habe das gesagt, nur weisst du es nicht. Ich habe das gesagt, ich ficke dich. Ich habe das gesagt, ich ficke dich. Rektal, anal, brutal. Sir? Are you under duress, sir? Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising. But thank you for telling me. I'll let everyone know. Sehr schön. Citizens, I have an announcement. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. That is all. Nein, ich bin nicht einverstanden. Ich lege ein Veto ein. Arve, and may Vesta watch over you. I'm Veto. To what do I owe the pleasure of this visit? Veto. Kann ich dir ein paar Fragen zur Flucht aus der Umwelt stellen? I beg your pardon? Livia hat recht gehabt, wir sind in der Umwelt. Oh my, that is quite a lot to take in. You'll have to give me a moment. Let's see. If that is indeed the case, I suppose we'd better figure out what to do about it, hadn't we? We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus. May Fortuna guide you. Stimmt, sie hat ja gesagt, wenn man die 3 rein tut, kommt man dann zur 4. Stimmt. Du hast dein Rückenmittel bekommen, die andere ist gerettet. Jawohl, jetzt der runterkumpen, können wir jetzt auch retten.
Und zwar, weil er keine Schulden mehr hat. Jawohl, ganz genau. Das ist gerade mal das Nächste, was wir machen. Der rauf retten, weil er keine Schulden mehr hat. Ich bin einfach hure gut. Mir schläft fast das Gesicht ein, weil ich ein bisschen Schlafmangel habe von den letzten Tagen, aber mein Hirn läuft auf Hochtouren. Ich liebe es. Zu müde für solche Rätsel zu lösen, das gibt es bei mir auch nicht. Dazu habe ich noch Hunger eigentlich. Alles egal im Moment. Wenn mir etwas huckt, dann huckt es mich, Mann. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the Golden Rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Ich sollte mit dem Typli reden dort. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh, no. No. No, 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 no. Ulpius, what are you doing? Why do you... Please. I'm sorry. Ruhe, ich wollte auch etwas sagen. Thank... Hey Junge, du hast keine Schulden mehr. It's too late for that. Yulia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Sie ist wohl auf, Kollege. What? Are you messing with me? Das würde ich nicht machen, das sind beide frei. We're free. We're free. Thank you. It seems fortune smiles on us after all. I'd better go and pay a visit to Yulia immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. Alles easy, Junge. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Hure nice, das Game-Konzept ist absolut einzigartig. Ich bin fasziniert. Selten in einem Game mein Brain Juice so sinnvoll können einsetzen wie hier. Ja. Selten. Sogar auf der psychologischen Schiene und allem, also wirklich. Ich kann mir vorstellen, vielen wird das Game einfach nur Scheiße sein. Und der Grund ist ganz einfach. Sie sind zu blöd. Punkt. Sie haben die Aufnahmefähigkeit von einem Goldfisch. Punkt. Das spiegelt wieder mal der Intellekt von unserer Gesellschaft wieder. Doppelpunkt, Ausrufezeichen, kursiv, Fettdruck und unterstrichen. So, kommen wir wieder.
Ne, heute wird lieber so hirnloser Bullshit gespielt wie Fortnite, Call of Fuckness. Ne. Aber sobald man mal ein bisschen das Hirn muss brauchen oder mal ein bisschen mehr als 5 Minuten Zeit investieren, um etwas zu checken, laufen die Leute schon davon. Sorry, es ist einfach so. Also, jetzt haben wir den auch gerettet. Zeig schnell. Mhm. Jetzt fehlt nur noch die griechische Tafel, die sumerische, die haben wir ja. Ja, genau, ja. Von mir aus dürfte es noch ein bisschen intensivere Rätsel haben. Es ist einfach gehalten, finde ich. Auch psychologisch mit den Leuten und so. Menschen sind nicht ganz so einfach wie in diesem Game dargestellt zum Lesen und so, aber und die meisten Leute sind gar nicht so offen, wie es die hier waren. Ne? Ich meine, wenn du einem Menschen zum ersten Mal sagst und das erste, was du ihm sagst, komm, erzähl mal deine Geschichte, meinst du, kommst eine Antwort über. Einfach so. Ist natürlich sehr vereinfacht, ne? Muss man schon sehen. Aber es verwundert mich auch nicht, weil wenn sie es richtig gemacht hätten, so wie es ist, dass man zuerst Smalltalk und Zeug muss betreiben, wären die Diskussionsstellen noch ein paar Stunden länger. Logisch haben sie sich etwas müssen einfallen, dass du ein bisschen schneller vorwärts kommst. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Storytelling, wenn ich es noch nie erlebt habe, wirklich abartig. Dass du Zeit musst berücksichtigen, dass du die Loops kannst nutzen, um, wenn du Fehler gemacht hast, etwas zu korrigieren. What the hell? Wir haben jetzt auch sukzessiv immer wieder Fortschritt gemacht. Ne? In dem, was in mein alter, verstaubter, vermottete Hirn auf Hochtouren laufen. Ne? Ich wette mit euch. 80 bis 85% der heutigen Gamer von Altersstufen, sagen wir mal 16 bis 45, sind nicht fähig, das Game durchzuspielen. Weil sie schlicht und einfach zu dämlich sind. Und wette mit euch.
Mehr als 15% traue ich von den heutigen Hochintelligenz-bestien Gamer nicht mehr, dass sie das Game schaffen. Ist einfach so, sorry. Weil dumm wie Brot kannst du nicht brauchen für das Spiel, sorry. Und eine Auffassungsgabe von einem Goldfisch bringt dich da auch nicht wirklich weiter. Nein. Sorry, Dane. Wie hoch ist die Zahl von denen, die gesäckelt sind zur Spritze? Das repräsentiert genau die gleiche Zahl. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Hanno haltest du für intelligent, der ist auch gesäckelt. Intelligenz ist nicht, was man ausstrahlt und wie man sich verhaltet, sondern was man macht. Und auch nicht eine Schulnote. Eine Schulnote sagt nur aus, wie gut dass du kannst gehorchen, das ist alles. Wie gut dass du etwas kannst auswendig lernen und mehr sagt eine Schulnote nicht aus. Entschuldigung. Noten haben überhaupt nichts mit Intelligenz auszusagen zu tun. Aber dann gar nichts. Leider ist das die traurige Realität, Anne. Und ich glaube, ich untertreibe sogar. Sorry. Das ist meine ehrliche Meinung. Von diesen Gamer-Nudeln, die ich kenne ich genau einen, wo ich ihm zutrauen würde, dass er das kann. Den Rest kannst du alle in der Pfeife rauchen. Und weißt du, wer das ist? Ausgerechnet dem, was vielleicht am wenigsten zutraust, der Reto. Er tut vielleicht wie ein Klon. Aber dieser Typ ist ein hochintelligenter Mensch und dafür schätze ich ihn auch sehr. Er ist jünger als ich, aber der hat mir Sachen zeigen können, wo ich sagen musste, wow, du siehst, bist alles andere als dumm, mein Freund. Ave again. Did you find what you need? Das ist der einzige von allen von diesen Gamer-Nudeln, wo ich es zutraue, dass es so ein Game anpackt. Problemlos. Aber ob es Interesse dafür aufbringen könnte, das ist ein anderes Thema. Certainly. It's a reasonable question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. Das stimmt. There's no way to climb Der up. Schacht, wo wir And even runtergefallen if sind, you could können wir build a wirklich nicht ladder big hochklettern. enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the writings left behind by those who've tried. Oha! Und auch eine Leiter bauen, die groß genug wäre, um den Schacht wieder raufzuklettern, würde nichts bringen, weil es die goldige Regel bricht. Das wissen wir von Aufzeichnungen, die wir gefunden haben. Ihre Aussage, ne? May Fortuna guide you. Aha. Wenn man raus will, gilt das auch als Regelbruch. Aha. Mit der Regel mehr gelernt.
cafe again. Did you find what you need? Jawohl, und zwar... Well, Malleolus has withdrawn for some unknown reason, so unless somebody else is nominated by the end of the day, Sentius will win by default. Why do you ask? Oh, what a good idea. He is a virtuous and decent man after all. I happen to agree he'd make a wonderful magistrate. All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Well, you're not a citizen yet, so no, I'm afraid not. But if it's any consolation, there are other ways to... Habe ich auch schon in Betracht gezogen, jawohl, ja. By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Certainly. See you again soon, I hope. Wo ist der andere Legionär-Typ da? Goddammit. Ist das hier wieder eine Beizunge? Die Schlampe. Oder ist es da oben am Rumschleichen? Da schleicht er rum. Name's Rufius. Better watch your step. Hilarious. Sorted out my rheumatism. For the first time in a long time, I'm not in constant pain. Good man. Sehr schön. Fine. Da geht die Stimme schon mal am Richtigen. Sehr schön. Wir haben 20 Leute, mehr oder weniger, davon zu überzeugen. Nein. Moment. Wir haben genau... die alle zu überzeugen, dass sie richtig wählen. Uiuiuiui. Das sage ich mal einfach dazu. Und das. Ah, a new face. Salve. Well, Sentius seems to know what he's doing. Nobody's broken the golden rule under his watch so far. Kann ich die irgendwie umstimmen, nicht Sentius die Stimme zu geben? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Mir ist das Graffiti dort aufgefallen, was bedeutet es? Oh, it means someone thinks I'm a sinner. And that I'm going to break the golden rule. So. Warum würde das jemand denken? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Ah, du bist ein Schwuchtler. Oh, sorry, sagt mir nicht. Du hast also gern Mann. Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly,
until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Manchmal denke ich auch nicht dran, dass man das eigentlich nicht sollte als normalen Ausdruck für jemanden, der homosexuell ist, benutzen. Weil man hat das früher ganz klar auf verdammte Hurenschwuchtel als Beleidigung gebraucht. Und man hat sich halt daran gewöhnt. Ne? Und im Prinzip habe ich eigentlich gar nichts gegen solche Menschen. Es ist jedem seine Sache dort durch. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. Du weißt nicht, wer das Graffiti hier hat in dem Fall. It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Was für Kultisten? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Das stimmt. Das Christentum hat zum ersten Mal eingeführt, dass Mann und Mann Sünde ist. Das stimmt. Griechen wie auch die Römer haben das toleriert. So viel mehr ist. Bei den Sumerern weiss ich es nicht, ob es auch so ist. Aber bei den Griechen und bei den Römern bin ich mir sehr sicher, dass das toleriert worden ist. Jawohl, ja. Really? Who is it? You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Ja. Auch Griechen, ja. Das ist so. I would talk to him myself, but I think that would just inflame the situation. It's probably best if you do it, if you don't mind. Also gut, ich mache es. Nice to talk to you. Ja, der Ägypter glaube ich auch, jawohl, ja. Ich bin mir eben nicht mehr ganz sicher bei den Ägyptern, aber ich habe gemeint, ja. Citizen? Ausgerechnet du. You again. Bist du die Person, die den Virgil bedroht? No idea what you're talking about. Was jetzt, ich weiss, dass du gewesen bist. Ich habe einen unfertigen Brief. Ich weiss, dass du gewesen bist. Ich habe einen unfertigen Brief in deiner Unterkunft gefunden. Look, I haven't been at my best lately. I know that. It's the rheumatism. It
starts with constant pain in all your joints. Then the pain starts to mess with your head. Makes you angry, mean. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself again. I'll leave him alone from now on. It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this ever happened. Will you? Jupp, machen wir. Sehr schön, er geht sogar helfen, das Graffiti abputzen. Sehr schön. Herrlich. Geht doch. Schließlich bin ich der, der dafür gesorgt hat, dass er die Rinde bekommt. Sometimes I stare at the great temple on any news about my secret admirer? Have you spoken to him about it? Jupp, er wird dich nicht mehr belästigen. Really? How did you manage that? Ich habe ein Mittel gegen sein Rheuma gefunden, wo er ziemlich unruhig gemacht hat und, naja, private Angelegenheit verschlimmert hat. Ah, poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for figuring that out. Ich glaube, er kommt dann noch helfen, das Graffiti beseitigen. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. Bye bye. Nice to talk to you. So, jetzt muss ich da noch ein bisschen Wähler überzeugen. Salve. Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it? Den habe ich im Diana-Schrein gefunden, musste dann aber feststellen, dass ihr mich da drinnen mit wütenden Hornissen eingesperrt habt. Ich konnte aber entkommen und nach einem grauenhaften Erlebnis im Palast und einer Reise in der Vergangenheit bin ich wieder hier. Are you well, stranger? Have you been out in the sun too long? You seem a little confused. Perhaps you should go and see Lucretia in a clinic. Ich bin nur ehrlich gewesen, ne? Wem gibst du deine Stimme? Sentius, I suppose. Stability is always good for business. Ich will, dass du Galerius wählst. Yeah? And what's he gonna do for me? He's nothing. Würde ich ein Geschenk umstimmen? Certainly. For a few thousand denarii. Ja, ich weiß nicht, ob das gegen die goldene Regel verstößt. Da 3000. Can I help you with anything else? Nope. Very well. Another time. So. Bestechen darf ich. Lügen darf ich. Seltsame, goldige Rädel, Gott verdammt sich. Seltsame, goldige Regeln. Ah, a fellow traveler from a faraway land. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I.
My friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. Ask me what you will. Genau, weißt du, wo ich eine griechische Tafel finde? And in a city full of Romans, you are asking me? Because I am Greek. Let me tell you something about Greeks and Romans. My name is Georgios, yes. But the Romans, they do not care. They hear me say Georgios, and they think, ah, he must mean Georgius. Good Roman name. They do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us, but call him Jupiter. They take Hades and call him Pluto, Persephone, Proserpina. I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names? Do they want credit for making it all up? Do they want to forget where it came from? At first, I pull my hair out. After a while, I give up, and I become Georgius the Roman. I accept the world is Romana. Plus, I have no hair left to pull. But my point is this. If you want to know who stole an old Greek name, look no further than the sticky-fingered Romans. The plague you seek was pilfered from a collection of old Greek relics by none other than Dully. He cannot help it. Like a typical Roman, he likes shiny things, especially those that once belonged to my people. And besides, it makes him happy. So I say, let him keep it. I believe he still has it with him, in his cell, just opposite the Temple of Demeter. Nein, ich habe ihm einfach 3000 gegeben für die Stimme. Punkt. Mehr habe ich nicht gemacht. Wem wirst du die Stimme geben? Hilarious. Did you know he saved the life of my young friend Fabia? The man is a hero. Sehr schön. But of course. Ja, du, ich bin vorsichtig. Bis jetzt sieht es gut aus. I hope that our paths cross again soon, my friend. Selbst wenn er füreinander stimmt, sind es im Moment mehr, die für richtig stimmen. Salve and welcome. Need something? Die stimmt offensichtlich nicht. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Die zwei habe ich auch überzeugt. Gut. Jetzt du. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Wir erleben den gleichen Tag immer und immer wieder. You're toying with me, right? Nein. Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Wer ist das schon wieder gewesen? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Ja, genau, Only, genau. just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But, on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Ja, immerhin das. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you.
and you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Oh, and I'm in the running for magistrate. Feeling kind of nervous, but I'm hoping it'll all be worth it when I order Dooley's release. I just hope I'll have the votes I need. Ich habe das Gefühl, du wirst dich totschlagen, glaub mir's. That's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Hello? Hello? Have we met before? Reden wir mal über die Schatz. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns, but when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me, except my friend Galerius and Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Wegen dieser griechischen Tafel in dir erzählen. Do you like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Dürft ihr sie bitte haben? But if I gave it to you, then I wouldn't have it anymore, and I'd be sad. Ich brauche sie für etwas wirklich Wichtiges. But it's mine, and I really like it. I want to keep it. Was muss passieren, dass man sie gibst? Well, if you get me out of here, then I wouldn't need it anymore because I'd already be happy. Then you could have it, and you'd be happy too. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Like Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. Yeah, Galerius will let me out. Then you can have my plaque and everyone will be happy. Okay. Habe ich schon gedacht. Bye bye. Habe ich schon gedacht. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin scheisse noch einmal dran. How'd you do? Feeling all right? That's a shame. Thanks again for saving Yuli. Oi! How did you get in there, you cheeky little What now? I'm not going. Whatever. Just remember, I'll be watching. Ja, ja. Citizen, we're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name.
to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? We have? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Ah, I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered, and do better next time. Now, I assume you've sought me out again for a reason. Nee, von dir will ich gar nichts mehr. Thank you. I'll be waiting here for news. Hingefotzige Fotze. Shalom. Sentius, I suppose. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Galerius, the farmer, he's a good man, but I think he's more valuable on the farm than as magistrate. All right, friend. Thanks for the chat.
Don't you just love springtime? Man könnte noch die Wahl beeinflussen. I love your clothes. Oh, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning and sophistication. Oh, I see. You prefer the company of men. Maybe you should go and make friends with Virgil instead. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? Certainly, for 10 denarii. Have you met Livia? She used to do my hair, but one day she just snapped. This place has that effect on people. Now, she just stands around, caked in filth, muttering nonsense to herself. It's a real shame. Now I have to do my own hair. I hear that if Malleolus is elected, he's gonna throw a small festival to celebrate, with entertainment and everything. Can't wait to find out what it is. Whatever you like. All right, see ya. You stay away from my money. Well, unless you want me to slip some hemlock into your next drink, get out! Puh. Wer ist noch wichtig? Warte schnell. Wo ist die Kollege? Wo geistert der um? Das soll auch gegen dich stimmen. All weapons are to be tossed into the chasm. What is it, citizen? Not that it's any of your business.
But my loyalty is and always will be with Sentius. Ah ja. Ah ja. Aha. Ja. Dann bist du halt auch eine mögliche Stimme. Nicht so tragisch. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Oh, and I suppose I'll just have to take the word of a know-nothing barbarian who just arrived, will I? I trust you can see yourself out. So. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Well, it's your funeral. God damn it. Gib.
You? Who are you? Did he send you? Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Ich weiss, wir haben das schon mal miteinander besprochen. What? God, am I going out of my mind? Are you going to let me go or not? Nein, es hat sich nichts daran geändert. Du bleibst da. What? No. You can't just leave me here. How can you be so heartless? I hate you. I spit on you. I hope Dis drags you to Tartarus. Der Schlüssel hat eben der jetzige Magistrat. Am Anger kann ich nicht sagen, dass sie da ist und an der Schwester auch nicht. Warum ist das so? Oh nein, 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 nein! So Zeug macht mich schon ein bisschen grummelig. Ich weiss, dass die da ist, aber ich kann es den anderen zwei nicht sagen. You? Who are you? Did he send you? Do you know you're here? What? It's no use. You'll never persuade him of anything. I'm telling you, he's a monster. Please. You're making a mistake. Ich bin mir da noch nicht so sicher, dass ich da wirklich Fehler mache, Madame. Oh ja! Was hat die dumme Statue ganz klar verdient? Kann noch schnell beim Vorbeigehen noch schnell einen kriegen. Da müssen wir gar nicht diskutieren, das war wohl verdient. Ne? Wo ist jetzt die an? Ich hasse sie. Wo ist jetzt die an? Are you fucking verarsching me?
Wo zum Teufel ist jetzt die Ech wieder? Nicht du. Wo ist die? Ja, ich weiss, ich bin sie am Suchen. Ich wollte ja zu den Priester, aber wenn die nie rum ist, dummes Huhn. Such a bright light. Apollo is powerful here, is he not? Scheiße. Wo zur Hölle? Aua. Das war auch nicht so geplant gewesen, du Stück Mist. Wo zum Henker ist jetzt die? Hallo? Da hinten ist. Was machst du mit dem? Ave again. Did you find what you need? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Galerius, the challenger. Why do you ask? As I said, I'm planning to hold it before dusk. But I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Yes. I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right away. Geht doch. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate.
Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helver. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Galerius. Virgil. Cynthius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helver. What? It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you've put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Ha ha. Ha ha. Ich bin einfach gut. Ich bin einfach gut. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. It gladdens my heart that Galerius Isn't set the poor great Dooley temple free. majestic? I will cherish this moment. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius said I should thank the newcomer. Are you the newcomer? Oh, sorry. I don't remember things so good. But thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. You can have my shiny plaque if you want, and maybe you can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him, I had to find something very precious. What was in there? Was it gold and pearls and shiny things? Do you think you could share some with me? Nein, aber ich habe dort einige wichtige Dinge gelernt und ich denke, die werden uns noch mehr helfen als ein bisschen Gold und so. I'm confused. Hannibal said it was a precious secret. It's not a treasure. Es ist schon wertvoll, nur nicht so, wie wir gedacht haben. Oh, alright. I trust you. Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Maybe it is treasure.
I could see it for myself. So pretty. And it's just lying out here in the open. Maybe nobody wants it anymore. Maybe no one will mind if I just take it. Und du? Ave again. Did you find what you need? See you again soon, I hope. Mhm, nehmen wir jetzt alle 4 Tafeln. Er will mich da verarschen. Der hat mir die Scheisstafeln gar nicht gegeben. So Julia is alive. Galerius is magistrate. The many shall suffer for the sins of the one. Hat jetzt der andere Double gestohlen? Georgius, where are you? God damn it. Aber es spielt keine Rolle. Wir haben alle 4 Tafeln. Ne? Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Oh, sounds serious. I'm listening. Yulia? Oh no. All right, I can do that. What? Are you... You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. All right, got it. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Gut. Da sind wir wieder so weit. Gut. Gut.
Der Flürmürm. Du hast schon so Knutschzone, bist Madame, gell? Jetzt ist gerade fertig, lustig. Jetzt ist gerade fertig, lustig, wo der Pelzkugel. Ja, jetzt wirst du geknutscht. Kannst du gerade einen neuen Pelz wiederholen? Ja. Hoffentlich hast du vorbestellt am Freitag. Ne? Ich habe Knutschi-Pelz. Du hast schon wieder sowas von durchgeknutscht. Ei. Hast du alles armes Büsi. Gell, Knutschviech. Knutschviech. Der Knutschi-Fech, der Knutschi-Fech. Also, los jetzt. Erstens. Zweitens. Drittens. Viertens. Hades, Nergal, Osiris, Pluto. Nergal, tobender König, gewährt mir eine Audienz. Ups. Das ist doch Pluto, Vater des Reichtums. Verwirrend, aber okay. Au. What the fuck? Um. Hä?
And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Bist du für die goldene Regel verantwortlich? That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Warum die Leute in Gold verwandeln? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets, and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold, and when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat, where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, as silent golden sentinels. Oh my fucking goddamn god! Okay. Aber...
Was ist für dich eine Sünde? I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Definitiv. Ich verstehe dein Denken langsam. Ja. Oh mein Gott. Ja. Art, lass mich studieren. Ihm vorzuwerfen, er hat sich nicht daran gehalten, ist mit dem Feuerspiel. Er wird automatisch fragen, also, sag mir, was ich falsch gemacht habe in deinen Augen. Und er soll ich über einen Gott richten, Mann. Oh, nein. Nein. Ein falsches Wort und tschüss. Der denkt ganz anders. Ach du Scheiße. Dir direkt ins Gesicht hineinlügen, an einem Gott. Du weißt ganz genau, was ich denke. Keine Chance. Also bleiben nur noch die zwei. Ihm vorzuwerfen, er hält sich selber nicht an seine Regeln, ist ein heisses Spiel. Das Prinzip umzusetzen ist gar nicht so einfach, wie es sich anlässt, Kollege. For you, perhaps. Woher weisst du, wenn jemand eine Sünde begeht? I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Also hast du mich die ganze Zeit verfolgt. Ist Proserpina nicht auf die gleiche Weise mit der Statue verbunden? If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Kein Grund. Then what an odd question. Aha. Alles klar. Sie ist mit mir telepathisch direkt verbunden. Alles klar. Ja, ziemlich schreckliche Dinge gesehen hier, Kollege. Was für dich keine Sünde dargestellt hat. Wie hast du können solche Sachen zulassen? Erzähl mir mal. Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Oh. Ich hab's gewusst, er kommt mit einer Fangfrage. Ich hab's so gewusst. Selbstmord erachtest du sowieso nicht als Sünde. Ich weiss auch warum. Der Freiwille hat entschieden, sich selber Leben zu nehmen. Also hat er sich so entschieden, wieso soll ich mich hier einmischen? Das wird seine Antwort sein. Schuldenknechtschaft.
Geld interessiert mich sowieso nicht. Das ist ein Anliegen von Menschen. Dein Problem. Ich probiere so zu denken wie er. Experimente an der goldigen Statue. Das sind sowieso alles Sünder gewesen. Interessiert mich nicht mehr. Entführung. Entführung. Das ist der einzige Wundpunkt im Moment. Abduction? You mean the magistrate imprisoning his daughter in the system? Er weiß es natürlich. He did so because she sought to escape. A sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Das sehe ich nicht so. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Du weißt, dass ich recht habe. Then your desire to be right outweighs your desire to survive. You will make a fine statue. Ups. Moment. Nein. Nein. Sackgas. Ich hasse dich. Was mache ich jetzt? Der goldige Bogen macht ihm sicher nichts, aber ich mache es. Do you really think you can wound me, a god, with that primitive weapon? How dare you threaten her? This ends now. The many shall suffer for the sins of the one. Kann ich da etwas aufnehmen? Drei Zeit zurück. Oh mein Gott, warum? Oh mein Gott. 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 Es ist noch ein hure weiter Weg. Ah. Ah! Lass mich sein, der Schweine! Ah! Ah! Du Schlampe! Au! Au! Au!
Ow! 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 Oh. Oh my goodness. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Schnell überlegen. Nee, ich koche dann lieber etwas. Oh, that sounds serious. I'm listening. Yulia? Oh no. All right, I can do that. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. All right, got it. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival... What? Are you... You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, but it does not notice the crowds that come. Say it. Speak its name. Then it is true. I was right. I thought I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seem cryptic. I'd found comfort in reciting the Metamorphoses by our great poet Ovid. He gives such an uncanny description of this place. I cannot help but wonder if he himself came here. Would you like to hear it? I understand. Such things are not for everyone, and now we share a secret. It's as if you've lived... Wo ist das gesehen? Wo ist das gesehen? Ich muss zu dem Typ da unten. Ich muss zu dem Typ da unten. Wo war das? Wo war das? Nein, wenn man eben nicht die Auffassungsgabe von einem gottverdammten Goldfisch hat, kann man sich eben solches merken, auch ohne Karte, die hier nicht existiert in diesem Game. Nein. Sie wollen, dass du dein gottverdammte, verfickte, faule Drecksbrain anstrengst.
Das ist eben gut so. Es sollte nur solche Games geben, wirklich. Damit die Leute nicht so komplett verblöden. Ah, a visitor. Welcome, welcome. May I ask your name? Was jetzt, wir haben das Gespräch schon mal gehabt. Du wirst mir erklären, dass die Machtausübung erforderlich ist, um ein Utopia zu schaffen. Immer zu einer Tyrannei führen wird. I was indeed. But we've never met before, have we? I'm sure I would have remembered. Blessed Lissa, am I losing my memory? Ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Oh, that's a relief. For a moment, I thought it was I who was touched by madness. Wie würdest du den Gott der Umwelt davon überzeugen, die goldige Regel aufzuheben? I assume you're asking me this as some kind of amusing hypothetical? Nein, ich habe ihn getroffen, aber ich konnte ihn nicht überreden. Ich werde es nochmal probieren. Extraordinary. Then let me see if I can help you. I suppose first I'd want to gather information. I'd want to know about his reasons for imposing the Golden Rule and what he considers a sin. If I could expose some internal inconsistency in his reasoning, some degree of hypocrisy, I might be able to compel him to change his position. But as a philosopher, the saddest truth I ever learned is that all but the most enlightened opponents are more easily swayed by appeals to emotion than by reason. So the easiest path would be to find his emotional susceptibility and exploit it. If he was vain, I might try to flatter him. If he was merciful, I would try to evoke pity. As a last resort, I might figure out what he fears losing above all else, and, if I could, threaten to take it away. Though, of course, that could easily go awry. Now, go quickly while my words are still fresh in your memory. Jetzt drehen es. Das ist Dialog führen auf allerhöchstem Niveau, Mann. Philosophie, Psychologie. Okay, aber ich verstehe, was du willst sagen. Ja. Aber wie wollte ich das machen? Was soll ich ihm sagen? Er sei emotional als Gott überaktiv und deshalb drücke er die goldige Regel durch und deshalb breche er seine eigene goldige Regel. Das könnte hinkommen. Er bricht tatsächlich seine eigene goldige Regel, weil er nämlich emotional handelt. Was man bei einem Gott eigentlich nicht erwarten sollte, weil Emotionen führen zu Fehlern. Er ist gar nicht so perfekt, wie ich gemeint habe. Stimmt, du hast mir eine Schwachstelle von ihm offenbart. Und zwar seine beschissenen Emotionen machen auch Fehler. Ja. Okay, jetzt habe ich ein Konter mit, du Bitch. Man sieht sich gleich wieder. Warte noch. Blöde Schlampe. Ist er auch der Gott in dem Fall, der sie gezwungen hat zur Ehe? Also sind Emotionen im Spiel. Aber wieso hat er sie denn dort im Käfig innen? Was für ein emotionales Frack muss denn da bitte sein?
Da kommt mir die Metapher vom goldigen Käfig in den Sinn, nicht wahr? So. Mein Brain geht alles, ist eigentlich. Ich muss das auch aushebeln bei unserem nächsten Gespräch. Aber ich brauche ein Druckmittel. Und das gegen einen Gott? Willst du mich verarschen? Das einzige Druckmittel sind die Emotionen und die Fehler, die er gemacht hat währenddem. Und dann will er aber wieder wissen, was das für Fehler waren. Zum Beispiel einen freien Willen in eine Ehe hineinzwingen, der das nicht will. Entspricht ganz sicher auch nicht seinen goldenen Regeln. Mal schauen, was er von dem haltet. Das ist erstens seine wunde Stelle und zweitens der schlimmste Fehler, den er je gemacht hat. Das wird sitzen. Oh ja. Ich habe die Piste. Jetzt fick ich dich. Wenn er doch so erhaben und allwissend ist, warum zwingt er den anderen Götter zu etwas, was er auch nicht machen will? Er hat seine eigene goldige Regel gebrochen. Er soll sich gefälligst selber in Gold verwandeln. Wenn er seine gute Regeln so ernst will, dann soll er sich gefälligst schön brav selber in Gold verwandeln. Die dumme Schlampe. Das sage ich mir jetzt so gering raus, wenn ich die Möglichkeit habe. Jetzt habe ich bei den Eierbürstchen. Der hat mich auf eine gute Idee gebracht, Junge. Jetzt habe ich die an deinen göttlichen Eier. Glaubt mir's. Ein Gott und doch so menschlich, ne? so. Du fühlst uns den überlegen und dabei haben die Emotionen deine eigenen goldenen Regeln brechen. Ziemlich perfekt für einen Gott, Momo. Ich bin sprachlos. Kollege, wir haben ein Wörtchen zusammen zu diskutieren. Wenn er seine goldigen Regeln so ernst nehmen will, und ich auf das Thema jetzt ihn ansprechen kann, dann muss er laut seinen goldigen Regeln sich selber in Gold verwandeln. Wir müssen mal schauen, was er meint. Klar, er könnte dann sagen, ja, ich akzeptiere ja auch Sklaverei. Ist das nicht das Gleiche? Nein, nicht wirklich. Weil die Sklaven haben sich mit Geld verschuldet. Dass er das nicht interessiert, ist mir auch klar. Das ist nicht das Gleiche. Das ist wie Spielschulden, was die gemacht haben. Ne? Das gibt's noch mal. Wenn du ins Casino gehst und 15.000 Franken verplayst, ja, Pech gehabt. Das ist das Gleiche. Und wenn 15.000 Franken von jemandem anderem verspielst, dann bist du eben gefickt. Ne?
And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Du hast keinen Einfluss auf die Zeitschleife. Sogar du bist der unterworfen. Sehr interessant. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly that there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Die Möglichkeit habe ich nur. I would recognize that anywhere. And yet my beloved still wears hers. What is this? How did you come by it? You vile, despicable creature. Why would you do such a thing? And worse still, boast about it. So wie du tickst, das Erste. You have put me in an impossible position. If I refuse, you will murder her. And yet, if I agree, I will lose my wager and return to Elysium humiliated and alone. I do not see that I have a choice in this. Your treachery and savagery have opened my eyes like nothing I have witnessed in 3,000 years. And now you have shown me your species' true colors. And I see that Proserpina was a fool to have ever believed in you at all. This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this. If I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Und warum nicht? Warum wird unsere Art, wenn du gehst, niemals aufsteigen? Erzähl mal. Because despicable creatures like you have no place there. My kin would never allow it. The best I can do is return you to the land of the living. I will have Charon make arrangements to ferry the others. And as for you, be aware you will be separated from the rest. Warum? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Oh, ich bin bereit. You had best pray our paths never cross again, mortal. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Sie suche. Well, here I am.
I'm sorry, I didn't catch your name. Ik heet Dan. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, preventing the suicide of a man in debt bondage, freeing a falsely accused prisoner, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook, and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him, and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Eigentlich bin ich das gewesen. What? Oh, I see. For a moment there I thought you were serious. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Okay, bin hinter dir. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Okay. You go on ahead, and I'll be there soon. Was zum... Hi. You're back! But... you're alone. Does that mean you didn't find Al? Er kommt auch gerade, ich habe ihn gefunden. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered, while we wait? Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass du Charon heisst. Oder Kerti. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Erzähl mal, wer du bist. You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. Was für eine Wahrheit wäre das? That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Wie bin ich gestorben? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly,
Do you really want to know? Ja. As you wish. You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Karen's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. Was ist an diesen Münzen so besonders? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferryman for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Warum? That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant, doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, the coins on you and Al were the last of the 1,000 in existence. There is nobody else to ferry here, nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Uff. Und kannst mein Land von den Lebenden zurückbringen? I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Jupp, Charon, gehen wir. Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius' tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you, I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Oh, hello. You're finally here. Remember me? Was machst du da?
It's a crazy story. After you disappeared, Charon appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Aua, nee. I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Ja, bitte. Was hast du in dieser Zeit so gemacht? Oh, I used Charon's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Schön dich wiederzusehen, Meister Proper. Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you, so you better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Moment, ich muss schnell... Moment, wo ist mein Zeug? Wie heissen die das Game gemacht haben? Hey. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Schön, dich wiederzusehen, Cynthia. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Was ist mit dem Sentius passiert? He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Schon gerade ein bisschen fies, meinst du nicht auch? Meh, I try not to think about him at all. Schön dich wiederzusehen. You too. See you around. Evening. Hoi. Hi there, I'm Horatius. Ich weiss. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Scintilla with us as well. Thank you. Was ist mit dem Fight gegen Domitius geworden, Kollege? He's not my... Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC. So he started some kind of... Aua, da ist die UFC! Like we had in Rome. Ich kann nicht mehr. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out. And his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Schade. Perhaps.
Sorry, dass deine Töchter nie mehr gesehen hast. Ja? Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time. But that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Gut gesagt. Thanks. Schön gesehen, dich wieder zu sehen, Kollege. And you. Farewell. Ja, Ludo. You are here. It's nice to finally meet you. Hey, fit. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but Das ist schon I seit hear einem you drove Jahr the last of da. them off. So, Okay. Und was hast du in dieser Zeit so gemacht? I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. You too. Don't be a stranger. You're the Oracle, right? Sieht so aus, ne? Oh, of course. Sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Was ist aus den anderen zwei geworden? Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Das kann ich mir verstehen. Das kann ich verstehen. Ich denke, du darfst dich so fühlen. Thank you. You're very kind. Was ist mit der Aurelia passiert? Ugh. Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. Okay. Ich glaube, die kommt noch über, was sie verdient, glaub mir's. Well, you are the Oracle, so I suppose I'll take your word for it. Huh. I feel better already. Thank you. Man sieht sich. You too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. Danke, danke, ich werde darauf zurückkommen. I hope so. Oh mein Hello. Gott, sie sind wirklich alle da. You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. Grüezi. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. Bitte, bitte. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. You too. Du. Greetings. You must be the legendary Oracle.
It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that, I am most grateful. You too, my friend. And here you are. It's wonderful to see you again. Oh, and by the way, I go by Philip now. A fine Greek name. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. Glaubst du immer noch, Utopia ist ausser Reichweite? Aha, you remember that? I have to admit, I have been profoundly impressed by the advances humans have made these past 2 millennia. The sum total of human knowledge available at our fingertips, miraculous modern medicines, and a series of prosperous democracies. Your contemporaries have come further toward utopia than I ever thought possible, though there's still a way to go. Ja, das ist normal, ne? Da stimme ich dazu. Irgendwann kommen wir dorthin. Aber es wird viel brauchen. I hope so. My sincere thanks once again. Some soiree, innit? Ist nicht wahr. Ah, hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. I'm Dacius. Grüezi. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Brauchst du mir nicht wirklich zu danken. Ist nicht wirklich Absicht gewesen. Such a acerbic wit. I love it. Ich gehe jetzt. Oh, wait, before you go, I need to ask you something. See, I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Also, ich kann dir nicht helfen. Selbst wenn ich es könnte. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm going to make a bloody fortune. Of course, don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend. Bitte, bitte. Du hast es unbedingt so wollen, ne? Good evening. Ja, hoi! We meet again. Du siehst besser aus, im Fall, wirklich. Thank you for your kind words and for liberating us all. Hello there. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Irgendwelche schöne Gedichte gelesen in der letzten. Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Gut gesagt. And you. Farewell, friend. Schön gewesen, euch alle wieder zu sehen. Ja, hoi.
What is up? Und It du? is an honor to finally meet you, Oracle. You know my name? Oh, of course. You are an Oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. Thank you, Oracle. Hello there. Ja, grüezi. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Don't worry, nobody did. Thanks. You too. Hello. Hoi zusammen. Wow, what the fuck? Das Game ist viel näher an der Wahrheit, als sie denken. Interessant. Also There you in are. vielen Punkten. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Wolltest du mich Sorry if verarschen? I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Ich kenne deine Stimme. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person. And me, I hate to think what would have happened to us without your intervention. Controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Danke. Hast du die Zeitschleife geschaffen? I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. Und was ist aus dem Pluto geworden? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Und Charon? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. Schön gewesen, dich wiederzusehen, ehemalige Göttin. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Jo, eh. Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever turned to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and the nymphs would be proud.
Wow. Das, meine Freunde, wäre Ende 4 von 4. Wir haben einfach alle gerettet, sogar die Goldstatuen in der Stadt. Das sind die da unten gewesen. Wow. Holy moly. Selten so etwas Geiles dürfen spielen. What the fuck? Wow. Klar, das Ganze war sehr dialoglastig, aber wow. Die Botschaft vom Game ist auch ziemlich eindeutig. Ne? Die Moral von der Geschichte. Die Menschheit kennt die Moral einfach nicht. Ah, die Stimmen. Ach so, das sind die Stimmen. Oha, die Fabia, die Alte, schaut. Ausgerechnet, ja, ja. Scheiße. Die Leute haben hier das Meisterwerk geschaffen, wirklich. Aber nur für die Leute, die Herz und Seele haben. Alle anderen verstehen das Game gar nicht. Oh. Oh. Scheissömli, fick die, wirklich. Oh mein Gott. Ja. Ja. Pfui Teufel. Ah. Was? Wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Und du kannst uns dabei helfen, indem du The Forgotten City einem Freund empfiehlst oder das werde ich machen. Modern Storyteller Games, alles klar. Das werde ich machen. Wow. Ich mache jetzt eine Pause, weil ich muss mich bekochen, ich habe Hunger. Und dann schauen wir dann mal weiter. Ich hoffe, die Story hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal und see ya.